miteinander. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der digitalen Gemeindeversammlung der Schweizerischen Botschaft in Bangkok. Wenn Sie die Einladung gesehen haben, dann haben Sie sicherlich festgestellt, dass wir heute wieder ein etwas spezielles Format haben. Wir sind sehr geehrt, dass Johannes Matyassy, er ist stellvertretender Staatssekretär im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, als unser Ehrengast bei uns sein wird. Im Moment sehen Sie ihn noch nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Johannes Matyassy ist in Bern und er musste ganz kurzfristig ins Parlament, in den Ständerat. Der Ständerat hat heute etwas schneller gearbeitet, also musste er losspurten und ist jetzt im Moment im Ständerat, und sobald er dort frei ist und die Fragen beantwortet hat, die ihm gestellt werden, wird er dann zu uns stoßen. Deswegen schlage ich vor, dass wir ganz normal mit unserer Session beginnen. Wir haben wie immer viele Fragen erhalten. Das Format kennen Sie vielleicht inzwischen. Ich werde auf Deutsch sprechen. Dann habe ich gute Unterstützung rechts und links. Pierre Hagmann, mein stellvertretender Botschafter, wird den französischen Teil übernehmen. Und Pierre Chablot wird Englisch sprechen. Er ist unser Generalkonsul. Und sobald Johannes Matyassy sich zuschaltet, werden wir natürlich sofort ihm einige brennende Fragen stellen, etwas zusammengefasst von dem, was Sie uns alles gefragt haben. Aber solange er nicht dabei ist, beginnen wir jetzt einfach ganz normal. Ich danke Ihnen einmal mehr. Wir haben über 60 Fragen erhalten. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass es brennen. Irgendjemand ruft mich an, das ist wahrscheinlich Herr Matyassy. Es wird, der Schwerpunkt werden wirklich die Impfungen sein. Ja, danke. Werden die Impfungen sein. Das wird einen großen Teil ausnehmen, aber wir haben auch zu einigen anderen wichtigen Themen Fragen erhalten. Und wir möchten uns heute Zeit lassen, auch weil wir diesen Ehrengast haben. Meine Idee ist, dass wir jetzt ganz normal beginnen. Zuerst einige grundsätzliche Informationen und dann den Fragenkatalog abarbeiten. Und ich würde es, ich sage jetzt Open-End, also nicht bis Mitternacht, aber Open-End gestalten, dass wir keinen Stress haben, weil Sie haben uns sehr viele, sehr detaillierte Fragen gestellt, die wir auch gerne einmal ausführlich beantworten möchten, weil jetzt im Moment die Situation etwas schwierig ist, und dann möchte ich mich eigentlich nicht gestresst fühlen und tak und schnell, wie wir das teilweise andere Male machen müssten. Muss Ihnen aber sagen, wenn die Zuschauerzahl unter irgendwie, 30, 20 fällt, dann spüre ich, dass Sie alle müde sind, und dann würden wir dann schnell zu einem Ende kommen. Und Fragen, die wir jetzt heute nicht beantworten konnten, würden wir dann das nächste Mal, also im nächsten Monat bearbeiten. Jetzt, okay. Was ist aus Bern? Je crois que nous avons notre invité spécial qui pourrait se connecter maintenant. Okay, gut. Also, Sie sehen, wir müssen hier ein bisschen improvisieren für einmal, aber das kriegen wir hin. Das ist unsere Spezialität, Firefighting. Ich höre jetzt aber Botschafter bzw. stellvertretender Staatssekretär Matyassy nicht. Moment, bleiben Sie eine Sekunde, es war ein bisschen schwierig. Ist er on mute? Wir hören ihn immer noch nicht, ist er muted? Geben Sie uns noch ein bisschen Zeit, wir hören ihn immer noch nicht, sonst machen wir eine Verbindung via WhatsApp, ja, dass wir Ton über WhatsApp haben. He doesn't have his audio on. Helene, hörst du mich? Nein. Helene? Nein, ich höre dich nicht. Ja, hallo, ich höre dich nicht. No, yet. Okay, now it's okay. No. Maybe he will try to log in again. Okay, gut. Ich glaube, wir legen los. Sie spüren, wir haben technische Probleme. Er ruft uns offenbar aus dem Parlamentsgebäude an und deswegen haben wir das auch nicht
üben können, weil das jetzt alles in letzter Sekunde passiert ist. Gut, ich beginne, indem ich Pierre übergebe, damit er mit der französischen Übersetzung loslegen kann. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette réunion virtuelle avec la communauté suisse au Laos, Cambodge et bien entendu la Thaïlande. C'est une édition un peu spéciale et qui a commencé de manière spéciale d'ailleurs et qui risque de aussi avoir quelques rebondissements techniques. Comme vous pouvez le voir, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir notre secrétaire d'État adjoint, Monsieur Johannes Matyassy, qui est aussi chef de la direction consulaire au département fédéral des affaires étrangères et qui va nous rejoindre maintenant. Je crois qu'il est de nouveau en ligne. Excusez-nous pour ces petites interruptions techniques. Il est actuellement au Parlement où il a dû aller d'urgence participer à une séance au Conseil des États et on espère que maintenant ça va marcher et qu'on aura le son. Voilà. Fait en anglais. Today we'll have a special format of a meeting, just presenting. We have today a special guest, Mr. Johannes Matyassy, the director of the Consular Affair. He's also Secretary of State, and he's in direct from the Parliament, the Swiss Parliament, where he was answering a few questions. So maybe we have to be flexible at the beginning, and we are very thankful for his precious time. Gut, hören wir dich jetzt, Johannes. Ja, ich höre dich und ich hoffe, ihr hört mich. Perfekt. Also, freut mich sehr, dich hier bei dieser digitalen Gemeindeversammlung begrüßen zu dürfen. Für die Zuschauer, ich werde das Interview auf Deutsch machen et ensuite il y aura une traduction en français et en anglais. À la fin de Damit wir, pour qu'on ne doit pas bloquer le secrétaire d'État adjoint trop longtemps, on fera un résumé ensuite. So that we don't have to Deputy State Secretary Matyassy too long, we do translation afterwards. Okay, es war ein bisschen ein rumpeliger Start, aber ich möchte dich doch ganz kurz vorstellen. Johannes Matyassy ist stellvertretender Staatssekretär im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Ich kenne dich schon sehr lange, weil du sehr viel schon bewegt hast in unserem Departement. Herr Matyassy war Leiter von Präsenz Schweiz. Dort hast du dir bereits einen Namen gemacht in unserem Departement für Innovation und für viel Energie und für Vorwärtsschauen. Er war dann anschließend Botschafter in Argentinien, war anschließend Asienchef, also Direktor Asien im Außendepartement und ist jetzt im Moment Direktor der konsularischen Direktion und zusätzlich auch noch Stellvertreter unserer Staatssekretärin Livia Loy. Von ihr haben Sie sicher sich auch schon viel gelesen. Jetzt, Johannes, wir legen los. Wir haben ganz viele Fragen erhalten zur Situation. Impfung ist das große Stichwort und eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage, kann ich mich als Auslandsschweizer in der Schweiz impfen? Ist das möglich? Und die zweite Frage, weil es hier in Thailand, du bist informiert, eher schleppend, wenn überhaupt jetzt losgegangen ist mit einem Impfprozess. Warum kann die Schweizer Botschafterin nicht auf der Botschaft eine Impfaktion organisieren für die Schweizer und Schweizerinnen, die hier in Thailand ansässig sind? Die verfolgen natürlich, was in der Schweiz passiert und sehen, dass jetzt größere Lieferungen an Impfdosen in die Schweiz langsam kommen. Und deswegen fragen sie sich, ob uns die Schweiz nicht ein paar Impfdosen an die Botschaft senden kann, damit ich hier die Leute durchimpfen könnte. Das sind im Prinzip die zwei brennenden Fragen zur Impfsituation. Ich gebe gerne an dich nach Bern. Ja, liebe Frau Botschafterin, liebe Helene, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank, dass wir das so machen können. Ich bin allerdings in Händen des Ständerates. Es ist so, dass ich in ein paar Minuten wohl dran bin. Ich würde mich dann einfach ausklinken und würde dann wieder dazu stoßen. Aber es war mir ein großes Anliegen, dass ich doch da irgendwie auch dabei sein kann. Und als erstes möchte ich auch dir, Helene, ganz herzlich danken, dass ich da dabei sein kann. Und ich finde es eine super Initiative, dass man eben diese Gemeindeversammlungen auf diese Art und Weise machen kann. Und damit auch zeigt, ich denke,
dass das EDA, dass die Botschaft, dass wir für euch da sind. Vielen Dank auch für die vielen, vielen Fragen, die gekommen sind. Sie haben mir ein gutes Bild gegeben von Ihren Sorgen und Ihren Anliegen. Erlauben Sie mir, dass ich vielleicht diese ganze Covid-Geschichte kurz positioniere. Die Schweiz ist eigentlich relativ gut vorbereitet auf Krisenfälle. Und lassen Sie mich sofort den Nachsatz sagen, vor allem wenn es anderswo stattfindet. Ich glaube, das war für die Schweizerinnen und Schweizer eine Erkenntnis, dass dieser verdammte Virus die Neutralität der Schweiz nicht respektiert und die Grenzen auch nicht respektiert, sondern dass wir alle betroffen sind. Und ich kann Ihnen sagen, das war für viele Schweizerinnen und Schweizer ein Erlebnis, eine unglaubliche Erkenntnis. Die Schweiz ist mittendrin in einer Pandemie und es gab Zeiten, wo wir unter den 5 am meist betroffenen Ländern waren. Also von dem her sehr großes Verständnis, was jetzt auch in Thailand passiert. Und wir sind mit einer Krise, einer Dimension konfrontiert, die auch uns hier in der Schweiz in vielen Punkten auf dem linken Fuß erwischt. Wir haben unser Bestes versucht, wir haben diese Rückflugaktionen gemacht, Sie haben das auch mitbekommen, Thailand und auch unsere Botschaft hat einen super Job gemacht. Und dann kam diese Phase, wo es darum ging, eben diese ganzen Impfaktionen vorzubereiten. Und als gebürtige Schweizerinnen und Schweizer wissen Sie ja, wie die Schweiz funktioniert. In der Schweiz haben wir nicht einen Präsidenten oder einen Premierminister, der sagt, und so geht's, sondern wir haben einen Föderalismus mit Kantonen, wir haben x Institutionen, die begrüßt und eingebunden werden müssen. Also es ist nicht immer ganz einfach, sehr schnell zu Lösungen zu kommen. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir vom EDA seit Monaten dran sind, zu versuchen, die Fragen, die Sie uns jetzt hier stellen und die mir zeigen, wo der Schuh drückt, dafür Lösungen zu finden. Und ich kann Ihnen auch versichern, dass unsere Botschafterin mit ihrer Equipe Tag für Tag daran ist, zu suchen, was es für Lösungen gibt. Nun sind wir halt einfach mit ein paar Realitäten konfrontiert. Der Bundesrat hat festgelegt, dass die Verantwortung für die Impfungen bei den Kantonen liegt. Also da ist vielleicht ein erster ganz wichtiger Punkt. Der Bund hat bestellt die Dosen. Da wurden schon einige geliefert. Und die sind an die Kantone gegangen, die jetzt eben all diese Impfkampagnen durchführen. Also um gleich mal mit einem Missverständnis aufzuhören, es ist nicht so, dass der Bundesrat Gassis auf einer Schachtel Dosen sitzt, sondern die sind irgendwo dezentral im Lager. Und jede Dose, die wir nicht einem Kanton geben, sondern anderswo einsetzen müssen, die müssen wir diesem Kanton zuerst ausreißen. Und da haben wir unsere Bedürfnisse eben angemeldet, aber ich glaube, das ist vielleicht für Sie als Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, und ich wähle meine Worte sorgfältig, nicht ganz einfach zu verstehen, dass Kantone jetzt zuerst mal ihre Leute, die hier sind, bedienen. Und nichtsdestotrotz sind wir mit dem BAG in intensiven Diskussionen, die ich im Moment wie folgt zusammenfassen kann. Das BAG ist daran, die Verordnung anzupassen, dass Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer in der Schweiz geimpft werden können, auch wenn sie keine Krankenkasse in der Schweiz haben. Das soll also, die rechtliche Grundlage für das soll geschaffen werden. Wir wissen von Fällen, wo Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer schon jetzt in der Schweiz sich haben impfen lassen können, obwohl sie keine Krankenkasse haben. Die haben sich einfach angemeldet, haben einen Impftermin bekommen und dann wahrscheinlich das Richtige gemacht. Nämlich nicht zu viel abgeklärt, nicht zu viel herumgeredet, sind einfach gegangen und wurden geimpft. Ich glaube, das ist so ein erster Hinweis. Ich habe aus Ihren Fragen heraus gesehen, dass viele geschrieben haben, und ich habe noch diese Behörde und ich habe noch da. Je mehr Sie nachfragen, desto mehr schwierige Antworten bekommen Sie. Also die besten Erfahrungen, aber Helene, du kannst das dann bestätigen, aus den konkreten Fällen haben wir mit Leuten gemacht, die sich in ihrem Heimatkanton angemeldet haben, Impftermine bekommen haben und dann einfach gegangen sind. Also, aber damit das auch dann in jedem Fall, in allen Fällen klappt, ist das BAG daran,
eben hier die entsprechende rechtliche Grundlage anzupassen. Dann hatten wir letzte Woche im Rahmen der Fragestunde im Nationalrat, ein Instrument, das Ihnen ja bekannt ist, hat Nationalrat Wehrli die Frage gestellt, ja, und wie ist es mit den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern? Und das wurde am Freitag im Bundesrat diskutiert und Bundesrat Gassis hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das BAG von seiner doch relativ sturen Haltung gegenüber den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern, wobei die halten sich halt auch an ihre Weisungen, Gesetze und alles, einverstanden ist, dass wir mal zusammen versuchen, Lösungen zu entwickeln. Und da steht im Vordergrund, dass man das im Rahmen von Projekten machen könnte. Und ich kann Ihnen sagen, dass Bangkok zuoberst auf der Liste ist, wenn es uns gelingt, mit dem BAG ein Pilotprojekt zu starten. Auf unserer Seite da ist die Bereitschaft vorhanden, wir sind am Planen mit der Botschaft, aber eben nochmals, diese Dosen, die sind nicht bei uns, die sind bei den Kantonen. Und das macht die ganze Sache eben auch so herausfordernd. Aber nochmals, Sie können auf uns zählen, dass wir uns für Sie einsetzen, bis auf Stufe Bundesrat. Unsere Botschafterin mit ihrer Equipe, wir in Bern setzen uns ein. Aber die Hände sind uns ziemlich gebunden. Es braucht recht viel Überzeugungsarbeit. Und ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich die Antwort, wo viele die Augen verdrehen werden und sagen, ja, aber wie immer, es braucht etwas Zeit. Und ich will Ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Die Perspektive ist eher Richtung September, dass wir so ein Pilotprojekt starten können als Juli. Ich habe auch noch mit der Direktorin des BAG gesprochen und sie hat gesagt, wir haben zwar sehr viele Dosen bekommen, aber im Juli, August bekommen wir offenbar wesentlich weniger. Und die Dosen, die jetzt gekommen sind, die sind eben schon alle in den Kantonen. Also, ein Attu der Schweiz, der Föderalismus ist jetzt in dieser Situation für Sie vielleicht nicht das Optimale, aber wir kämpfen dafür, wir setzen uns dafür ein und ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, wenn wir die Probleme, die Sie heute haben, ich verstehe das, ich sehe das, dass wir das nicht heute lösen können. Und damit sind eigentlich die beiden Fragen beantwortet. Wie sieht es aus in der Schweiz? Also da kann dann Helene noch etwas dazu sagen, aber da wird daran gearbeitet, dass man eben auch ohne Krankenkasse und ohne Probleme in der Schweiz impfen kann. Und wir sind daran eben zu schauen, dass wir ein Pilotprojekt machen können. Und jetzt verstehen Sie auch, wieso, dass die Botschafterin nicht einfach eine Impfstraße auf dem Campus der Botschaft aufmachen kann. Sie hat schlicht die Dosen nicht. Voilà. Darf ich mal so, das war jetzt etwas lange, aber ich habe gedacht, ich rede so schnell und so viel. Für einen Berner habe ich also sehr schnell geredet. Ja. Ich gebe Ihnen mal die ganze Übersicht, weil es eben möglich ist, dass ich jede Minute da zur Unterstützung von Bundesrat Gassis in den Ständerat sagen muss. Ganz herzlichen Ich gebe zurück nach Bangkok. Ganz herzlichen Dank. Du sagst mir, du gibst mir ein Zeichen, aber wenn du noch kurz einen Moment hast. Ich bleibe dabei, bis ich gehen. Ich habe noch zwei andere Themen, die eigentlich immer wieder bei uns auch aufs Tapet kommen. Das eine ist das Stimmmaterial. Wir haben wieder Glück gehabt, muss ich sagen. Wir sind hier Pilot, auch in Bangkok zusammen mit Australien und mit Brasilien. Es gibt diesen parlamentarischen Vorstoß und ich glaube, dass EDA macht hier tüchtig mit, dass man einmal prüft, wie wäre das, wenn das Stimmmaterial inskünftig mit dem Botschaftskurier versandt würde, damit es schneller nach Thailand kommt oder nach Brasilien oder nach Australien. Und dass man wirklich Zeit hat, um das Stimmmaterial wieder rechtzeitig in die Schweiz zu senden. Ich glaube, da war die konsularische Direktion oder ist die konsularische Direktion auch an der vordersten Front. Gibt es erste Auswertungen schon? Ich glaube, es gibt jetzt eine Abstimmung, wo wir Stimmmaterial weiter versenden. Kannst du uns schon sagen und wie siehst du, wie das weitergeht? Weil im Moment sind nur gewisse Kantone an diesem Pilotvorhaben beteiligt. Und wie wichtig ist das überhaupt, diese Angelegenheit, dass Auslandschweizer, Schweizerinnen stimmen können?
vielleicht gerade mit dem letzten Punkt beginnen. Es ist sehr wichtig, weil wir haben verschiedene Abstimmungen gehabt, wo man sagt, es seien auch die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer gewesen, die dann ausschlaggebend gewesen seien. Und es ist effektiv so, dank der Unterstützung durch einen Parlamentarier und dass der Nationalrat diesen Vorstoß dann angenommen haben, konnten wir vom EDA der Bundeskanzlei erreichen, dass man ein Pilotprojekt macht. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass auch hier die Bundeskanzlei federführend ist, zusammen mit den Kantonen. Und das EDA war immer etwas außerhalb, aber jetzt durch diesen Vorstoß haben wir ein bisschen den Fuß in die Türangel legen können. Und wir sind jetzt daran, an diesem Pilotprojekt. Es sind 3 Kantone beteiligt, Genf, Aargau und Ticino. Und das sind über 4.300 registrierte Personen. Und bis jetzt läuft das so, dass aus diesen 3 Kantonen das Stimmmaterial für die Abstimmung vom 13. Juni wurde zur Hälfte über die normale Post verschickt und zur Hälfte über den diplomatischen Kurier. Und in den 3 Ländern, die wir als Pilotprojekt ausgewählt haben, Brasilien, Australien und Thailand, haben 1700 Personen teilgenommen und aus Thailand sind es offenbar rund 670. Und über eine Umfrage wollen wir dann schauen, wer war jetzt schneller, was war besser. Und ich bitte Sie unbedingt, bei dieser Umfrage mitzumachen, damit wir dann auch die entsprechenden Ergebnisse haben. Haben Sie das Material bekommen? Wurde es über den Kurier verschickt? Wurde es über die normale Post? Und so weiter. Also ich glaube, die notwendigen Angaben, über die verfügen Sie. Und wir sind Ihnen sehr dankbar. Und ich bin auch froh, dass wir auch hier wiederum Thailand als ein Pilotland nehmen können. Das soll Ihnen auch zeigen, liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, wie wichtig sie uns sind und wir über die Bedeutung der Auslandschweizer Gemeinschaft in Thailand eben auch uns das bewusst sind und wir haben ganz bewusst Thailand auch ausgewählt. Also es ist ich würde es so sagen, der Typ da, der auf dem Mond gelandet ist, hat gesagt, für mich ein kleiner Schritt, aber für die Menschheit ein großer. Das ist ein kleiner Schritt, dass wir das mal können, so ein Pilotprojekt durchführen. Aber die Wirkung, die es mittellangfristig haben kann, ist natürlich eine sehr große. Auf der anderen Seite haben wir ja auch die ganze Geschichte mit dem E-Voting, das ja eigentlich von einzelnen Kantonen angeboten wurde. Dann haben wir die ganze Übung gestoppt. Der Bundesrat hat einen ausführlichen Bericht verlangt, der liegt vor. Der Bundesrat hat auch die entsprechenden Folgeaufträge erteilt. Aber ich kann Ihnen sagen, das wird noch einen Moment gehen. Sie spüren selber, wie groß die Skepsis ist gegenüber so Sachen. Wir haben kürzlich über die E-ID abgestimmt, das wurde hochkant verworfen. Also das war so ein Indiz, auch wie skeptisch die Schweizer Bevölkerung ist gegenüber solchen digitalen Sachen, Identitäten, Abstimmungen und so weiter. Wir hoffen immer noch, dass wir für die nächsten eidgenössischen Wahlen die Möglichkeit haben für elektronische Stimmabgabe, aber ich bin also noch nicht so sicher, ob wir das effektiv auch haben werden. Aber auch hier seien Sie versichert, wir sind intensiv dran am Arbeiten und helfen Sie uns mit, indem Sie jetzt bei der Umfrage im Zusammenhang mit dem Versand des Stimmmaterials, das jetzt erfolgt ist, indem Sie dort mitmachen. Gut, dann eine letzte Frage und dann lassen wir dich springen. Also das ist wirklich ein Härteeinsatz da zwischen Parlament, Ständerat und das mobil machen zu müssen. Was ist die Zukunft der konsularischen Dienstleistungserbringungen? Also wie wird das Konsulat, was soll ich sagen, in 5-10 Jahren aussehen? Stichworte wie Digitalisierung. Wir haben während Covid einen Innovationsschub erlebt hier in Bangkok. Wir durften Pilotbotschaft sein für Online-Schalter. Wir haben Kreditkartenzahlungen eingeführt und so weiter und so fort. Aber man spricht jetzt auch von digitaler schweizerischer ID,
Vielleicht haben wir, was weiß ich, in 10 Jahren einen Chip irgendwo im Unterarm implantiert. Also was passiert in der Zukunft? Wie siehst du das Konsulat in 5, 10, 15 Jahren? Ich sehe, dass ich ungefähr in 1 Minute in den Ratssaal muss. Also ich werde mich ganz kurz halten. Wir haben eine umfassende Analyse zusammen auch mit den Vertretungen im Ausland vorgenommen, eben genau um deine Frage beantworten zu können. Was für Dienstleistungen werden in welcher Form gefordert sein? Und da haben wir jetzt das gemacht. Wir haben dann dem Bundesrat Gassis auch einen Aktionsplan unterbreitet, welche Aktivitäten wir vornehmen wollen. Und die Idee ist, alles, was wir können und was Sinn macht, digitalisieren. Aber es gibt Bereiche, vor allem auch im Konsularschutz, wo wir sagen, da ist und bleibt auch weiterhin der Mensch im Zentrum. Weil wir müssen immer daran denken, bei den konsularischen Dienstleistungen ist immer ein Mensch, ein menschliches Schicksal involviert. Und das sind wir uns sehr bewusst. Und ich kann nur ein Beispiel sagen von einem Thema, das wir nicht zuletzt auch dank dir, Helene, aufnehmen. Das ist dieses Aging Abroad. Über 20% unserer Auslandschweizer Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sind über 65 Jahre. Wir tun diesem Aspekt spezielle Aufmerksamkeit schenken und sind auch hier daran, ein Konzept zu erarbeiten, welche Dienstleistungen sind jetzt schon auf dem Markt und was könnte potenziell gefragt werden. Und jetzt muss ich mich leider... Ja, ganz herzlichen Dank. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute. Seien Sie versichert, dass wir für Sie da sind und uns für Sie mit allen Kräften einsetzen. Und du kannst versichert sein, dass wir dich nochmal einladen, wenn du etwas mehr Zeit hast, weil ich fand es ausgesprochen interessant. Ganz herzlichen Dank, Johannes, für die Beratung und liebe Grüße von uns allen auch an den Departementsvorsteher. Ich hoffe, es läuft gut heute im Ständerat. Alles Gute. Alles Tschüss. Ciao. Gut. Also es tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen hektisch war. Sie haben auch gespürt, bei uns war ein bisschen eine Hektik. Das manchmal, wenn man eben live geht, kann man nicht alles perfekt planen. Ich glaube, stellvertretender Staatssekretär Matyassy hat sehr viel wirklich Interessantes gesagt, auch sehr viel Relevantes. Ich schlage vor, dass wir jetzt gleich eine kurze Zusammenfassung auf Französisch und dann auf Englisch machen, der wichtigsten Punkte, der wichtigsten Messages. Très bien, merci beaucoup Hélène. Effectivement, alors beaucoup d'informations intéressantes qui sont venues de la part de notre secrétaire d'État adjoint et directeur de la direction consulaire, monsieur Johannes Matyassy, qui nous rejoignait en direct de Berne, où il allait en fait assister à une séance du Parlement avec le conseiller fédéral, monsieur Cassis, et c'est pour ça qu'il a dû partir à l'instant. On lui a posé 3 questions. La première question concernait la vaccination, qui est vraiment un gros sujet de préoccupation. Vaccination d'une part en Suisse pour les Suisses de l'étranger, et d'autre part vaccination éventuelle par l'ambassade ou les autorités suisses pour les Suisses de l'étranger à l'étranger. Alors la première constatation de monsieur Matyassy, c'est que cette pandémie, il faut l'avouer, elle nous a pris tous par surprise. Elle n'a pas reconnu, comme il l'a dit, la neutralité de la Suisse. La Suisse a été profondément touchée par ce virus. On était un des 5 pays les plus touchés à un moment donné par le virus. Il y a eu beaucoup de réactions qui ont dû être déclenchées, comme l'opération de rapatriement des touristes suisses l'année passée en Suisse. Et puis, bien entendu, maintenant, c'est la phase de la vaccination de la population suisse qui a commencé. Et la Suisse est faite ainsi que nous sommes un pays très décentralisé, on est marqué par le fédéralisme, et donc les solutions rapides ne sont pas celles qui viennent les premières, effectivement, c'est toujours beaucoup de consensus et de discussion entre beaucoup d'acteurs. Depuis des mois, comme l'a dit monsieur Matyassy, le département fédéral des affaires étrangères s'engage à trouver des solutions pour la question de la vaccination des Suisses de l'étranger. La réalité est la suivante. Le Conseil fédéral a délégué la responsabilité de la vaccination aux cantons, et c'est donc les cantons qui sont responsables de vacciner sur leur territoire respectif. Et donc c'est là que se trouvent actuellement les doses de vaccins. Et donc pour l'instant, le département fédéral des affaires étrangères n'a simplement pas de doses de vaccins à disposition. Donc il y a des discussions en cours depuis plusieurs mois aussi avec l'Office fédéral de la santé publique pour essayer de trouver aussi une solution pour les Suisses de l'étranger. Pour l'instant, il y a une directive qui ne donne pas la base légale qui permettrait à des Suisses de l'étranger de pouvoir être vaccinés en Suisse lors d'un retour en Suisse
sans avoir une assurance maladie de base. Mais on comprend que des discussions sont en cours pour que l'Office fédéral de la santé publique puisse aussi reconsidérer cette directive et donc changer cette base légale, ce qui permettrait de manière légale de pouvoir être vacciné en Suisse. Mais de manière très pragmatique, comme l'a dit Monsieur Matyassy, on connaît aussi beaucoup de cas de Suisses de l'étranger qui maintenant ont pu être vaccinés en Suisse lors d'un retour, lors d'un voyage, ces dernières semaines et ces dernières semaines en particulier. Cela peut marcher de manière très pragmatique, comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises. Simplement s'inscrire auprès de son canton de référence en donnant les indications vraiment les plus simples et nécessaires, mais sans rentrer dans trop de détails. Ne surtout pas commencer à poser trop de questions en disant je suis suisse de l'étranger, est-ce que ça va marcher ou pas? Parce que plus on va poser de questions, appeler des hotlines, plus on risque d'avoir des réponses négatives. Mais on connaît des histoires de Suisses de l'étranger qui sont rentrés en Suisse, qui ont pu être inscrits auprès de leur canton de référence et ça s'est très bien passé. Donc on est un peu dans cette phase maintenant un peu de transition. Et on espère que ça peut marcher pour un maximum d'entre vous, bien entendu. Aussi, une autre information importante pour la vaccination. Monsieur Matyassy a mentionné que la semaine passée, lors d'une heure de questions au Parlement suisse, a été demandé que fait le département fédéral des affaires étrangères pour la vaccination des Suisses de l'étranger. Monsieur Cassis, notre conseiller fédéral et chef de département, a pris cette question au sein du Conseil fédéral vendredi. Il s'est vraiment engagé pour convaincre le Conseil fédéral de trouver une solution et il y a l'idée de pouvoir essayer de développer des projets pilotes, mais rien n'est encore décidé. Mais Monsieur Matyassy nous a dit que si un tel projet pilote d'une vaccination des Suisses de l'étranger verrait le jour, Bangkok serait probablement sur une des listes de priorités. Et bien entendu, là aussi, c'est beaucoup de discussions entre les différents départements. Ce n'est pas au département fédéral des affaires étrangères de pouvoir prendre une telle décision, c'est donc tout le collège fédéral et en particulier aussi l'Office fédéral de la santé publique. Donc, M. Matyassy s'est engagé que le département fédéral des affaires étrangères y travaille de manière prioritaire, mais ça va prendre du temps et il dit que si un tel projet pilote à l'étranger pouvait voir le jour, probablement pas avant cet automne, septembre, mais sur le court terme, très difficile parce que la vaccination en Suisse n'est pas encore complète et il y a encore beaucoup de Suisses qui souhaitent être vaccinés qui n'ont pas encore pu être vaccinés. Donc il y a toujours cette question de séquence. Voilà. Ça, c'était la première question de la vaccination. Je regarde mon ambassadrice pour voir si j'ai oublié quelque chose. Est-ce que tu veux passer directement à l'anglais ou bien je fais toutes les questions? Non, tu peux continuer si tu veux. Fais toutes les questions. Je fais toutes les questions. Ensuite, la deuxième question qu'on a posée au secrétaire d'État adjoint, c'est la question du matériel de vote et la possibilité de voter pour les Suisses de l'étranger, qui est toujours, comme on le sait, pleine de défis, notamment avec l'acheminement du matériel de vote qui arrive en retard parfois, parce que ça passe par courrier normal. Là aussi, c'est un sujet qui tient à cœur, bien entendu, au département fédéral des affaires étrangères de permettre aux Suisses de l'étranger de pouvoir exercer leur droit de vote sans encombre. Bien entendu, beaucoup de difficultés. Et là aussi, il y a eu, grâce à l'intervention du Parlement, une motion parlementaire d'un Conseil national qui a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation. Un projet pilote a pu être mis sur pied suite à cette motion parlementaire, un projet pilote pour acheminer de manière différente le matériel de vote, notamment par courrier diplomatique. Là aussi, on a eu la chance que la Thaïlande ait pu être identifiée comme pays bénéficiaire de ce projet pilote avec le Brésil et puis l'Australie. C'est des ressortissants de 3 cantons qui peuvent en bénéficier, Genève, Argovie et Tessin pour ce projet pilote. Ça s'est passé juste maintenant en fait pour la votation du 13 juin et la moitié des ressortissants de ces 3 cantons en Thaïlande qui sont inscrits chez nous ont pu recevoir leur matériel de vote par courrier diplomatique, l'autre moitié par voie normale. L'idée est de comparer, d'avoir un questionnaire ensuite qui tire les leçons de qu'est-ce qui pourrait marcher le mieux. Et donc un appel aussi de Monsieur Matyassy à répondre à ce questionnaire aux personnes concernées afin de pouvoir vraiment tirer les meilleures leçons possibles. Pour lui, c'est vraiment un petit pas, bien entendu, mais ça peut avoir un énorme impact, un gros potentiel de changement à l'avenir pour la capacité des Suisses de l'étranger d'exercer leur droit de vote depuis l'étranger. Donc on vous invite vraiment, à ceux qui sont concernés, à pleinement participer à ce projet pilote. Puis dernière question, pas la dernière question, mais par contre encore un point sur le vote de l'étranger, c'est le e-voting, vote électronique. Un serpent de mer dont on parle souvent, qui n'est pas abandonné, ça fait plaisir de l'entendre par le département fédéral des affaires étrangères, c'est une priorité aussi, mais on connaît le scepticisme, les questions de sécurité liées à toute cette question du vote électronique. On a vu que dans la dernière votation populaire, la population suisse
par exemple, enterrer le projet de EID. Donc ça risque de prendre du temps, mais le département y travaille et on espère prochainement avoir peut-être des développements. Je ne crois pas qu'il y a de calendrier exact à ce stade, mais en tout cas, il y a la volonté politique au sein du département fédéral des affaires étrangères de faire avancer le e-voting aussi pour les Suisses de l'étranger. Et puis la dernière question, c'est quid de l'avenir des services consulaires? À quoi va ressembler le consulat idéal de demain? La réponse se tient en un mot, c'est digitalisation autant que possible des services consulaires. Ça a déjà bien commencé, vous l'aurez peut-être constaté aussi ici à Bangkok, dans notre centre consulaire régional, on a un guichet virtuel, on a de plus en plus de prestations digitales. Bien entendu, consulaire, c'est l'humain qui reste au centre, donc il y a certaines prestations consulaires qui vont rester, bien entendu, non digitales et qui vont permettre cette interaction humaine qui est tellement importante. On est aussi sur des projets de voir comment mieux répondre face au vieillissement aussi de la population suisse de l'étranger. Et là aussi, bien entendu, la digitalisation ne peut pas résoudre tous les problèmes. Donc ce sera aussi un équilibre à trouver, mais ça va dans cette direction. Et là aussi, toute une analyse est actuellement en cours, faite par le département fédéral des affaires étrangères pour voir comment on peut optimiser la mise en œuvre des instruments digitaux pour améliorer nos prestations consulaires. Voilà. En anglais. So I switch to English. So Mr. Matyassy is the head director of the Consular Affair. He's also recently been designated as Vice State Secretary. So he's a very busy and active person. He came to Thailand. He knows Thailand quite well. So we were working with him quite a lot. He knows how it is to live abroad also. So he has really both sides of the picture in his mind, the one from Switzerland and the one from abroad. He said Switzerland was taken apart because usually we are famous for helping crises or to solve crises abroad, but actually we are not really ready to have a crisis in Switzerland and to manage our own crisis. Basically because we have a different structure in place, and we still were very active from the start. We did organize some repatriation flights from Bangkok, also from different countries all around the world where we had no capacity to repatriate the Swiss. And now Switzerland is facing a hot situation with the vaccination. They are working on it everywhere. This is the hot activities of all cantons right now. I would say that to understand why it took some time before Switzerland could move into the crisis, it's the structure of our system. We are not a centralized system. We are, as you know very well, a federation of different cantons. So all decision takes time to be before they are in place. The Council Federal decided to give the responsibility of vaccination of the people to the canton authority. This is why at this time all the vaccine are with these cantons, and this is the only place where at that time you can get vaccinated. You had maybe some difficulties to register yourself and to get vaccinated in Switzerland. I would say we heard also different stories that people could manage to have a vaccine, to have registration in their home canton, in canton of origin. And I would say if you follow just the rule without raising the flag that you are from abroad, that you don't have all kind of possibilities, you don't have insurance, that should be maybe easier to get your registration with the vaccination in Switzerland. There was last week a question by a parliamentarian asking what does Switzerland for the Swiss living abroad, and the question allowed Ev to go further into this detail and come to a different project. However, priority at that time is vaccination in Switzerland, and as long as the canton are still vaccinating all the population, there is no real possibility or capacity to get some vaccine abroad. Mr. Matyassy mentioned also that still this question allowed to have a kind of project, pilot project that could be come into place.
And he also mentioned that Bangkok was top of the list into participating to this kind of project. However, he says at this time it's really too early to give any date or any time when this project could take place. He mentioned something like September at the earliest. It could have some startup to have these vaccinations. So maybe for some of you it's going to be a little bit too late, but still it is coming, and this is something where the embassy and the Department of Foreign Affairs is working on it. Mr. Matyassy mentioned also the problem or difficulties about voting abroad. Bangkok and Thailand is also one of the projects in these matters. There is 3 cantons who decided to be part of the project, and it's the canton of Ticino, Aargau and Genève, where half of the voting people received their voting material by diplomatic mail, and half received it by the normal usual mail. And this is for the next votation, which is going to take place on June the 13th. After that, you will receive, or these people will receive ask for feedback. How was it? How did you receive? And how was the quality of receiving the material and sending back your vote? I would say from the perspective of the embassy, it is quite a lot of material. We were surprised about the volume of the material that we did receive, and so it means more moving around of volume and material. So this could be possible, but I would say this is a project, so we'll see the follow-up of this project. Mr. Matyassy mentioned also about the e-voting. E-voting at this time in Switzerland, it's still, I would say, not a taboo, but a subject that nobody wants really to talk about. So it would take some time before we can take it up again and discuss this question again for e-voting, not only abroad, but also e-voting in Switzerland. So this topic is still living, but not yet answered at that time. The third question was about what is the future of the consular affair? How will look the consular affair tomorrow or in 10 years, in 15 years? His direction is doing a study, what can be the future help of the Swiss or the activities for the Swiss abroad, the consular affair. In one part, it's very electronic and digital connection with most of the project, most of the topics. But also, it is very important to see that there is always a person, a family, or a problem abroad. So still see the human being behind the topic is also very important for the consular affairs. So this concept should come also into life and discuss further on. Voilà, that's all I think Mr. Matyassy was... Jetzt ein langes Segment, ich schaue auf die Uhr, aber wir haben ja gesagt, solange Sie mögen und mitmachen, ziehen wir es jetzt durch. Wir möchten das jetzt alles ein bisschen wirklich konkreter machen für Thailand. Ich werde beginnen mit einer ganz kurzen Einschätzung zur momentanen Covid-Lage in Thailand und dann auch in der Region. Wir alle wissen es, wir sind voll in der dritten Welle. Die dritte Welle hat Südostasien relativ heftig ergriffen. Südostasien, das wissen wir, erste Welle, zweite Welle haben wir teilweise in Thailand, Laos, Kambodscha gar nicht richtig gespürt, abgesehen von vereinzelten Ausbrüchen, aber die man dann sofort wieder eindämmen können. Jetzt die dritte Welle ist etwas anderes. Die dritte Welle, Sie sehen auch, dass die Zahlen täglich vierstellig sind. Bei Neuinfektionen, dass es jetzt auch mehr Todesfälle gibt. Das ist im Prinzip, steht das mit in einer gewissen Relation, aber es ist natürlich trotzdem traurig. Und Thailand, Kambodscha und bis zu einem gewissen Punkt sogar Laos sind jetzt wirklich voll in dieser dritten Welle.
Ich sehe, dass alle Regierungen sehr bemüht sind. Man hat jetzt auch verschiedene Maßnahmen, es kommt ein bisschen von Land zu Land an, ergriffen. Sie können das alles nachlesen bei uns auf Internet oder auf Facebook. Aber Fakt ist, im Moment ist es so schwierig, wie es noch nie war, was Covid betrifft. Ich konzentriere mich jetzt auf Thailand, weil die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer sind nun mal aus Thailand. Es gibt keinen strikten Lockdown in Thailand. Es gibt auch keine Curfew, also keine Ausgangssperre. Aber es gibt doch ein paar Maßnahmen, die extrem wichtig sind. Und dann gibt es auch sehr starke Empfehlungen der Regierung. Also man wollte nicht in einen vollen Lockdown, wie das beispielsweise jetzt in Malaysia der Fall ist, aber es gibt trotzdem stringente Empfehlungen, die wir Ihnen anraten würden. Wir sagen das immer wieder, wir sind Gäste hier in Thailand und wir sind gut gehalten, uns an die Empfehlungen und Anweisungen der nationalen Regierung und auch der lokalen Behörden zu halten. Also, es wird empfohlen seitens der Regierung, dass man, wenn immer möglich, zu Hause bleibt und dass man auch auf Reisen innerhalb Thailands, soweit es möglich ist, verzichtet. Ganz wichtig, und Sie sehen es, wir alle hier im Raum, obwohl wir relativ weit voneinander entfernt sitzen, tragen Maske. Es ist obligatorisch, innen und draußen Masken zu tragen. Das gilt fast in allen Provinzen. Also sobald Sie sich irgend in einem öffentlichen Raum bewegen und es mehrere Leute hat, ist es zwingend, dass Sie Maske tragen. Und wenn Sie es nicht tun, können Sie gebüßt werden. Es gibt, und das ist auch wieder ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt Schließungen, die nach wie vor gelten, also Schulen, Entertainment-Venues, Pub, Bars und so weiter sind geschlossen und Alkohol kann nur zu Hause getrunken werden. Also wirklich mein innigster Wunsch, halten Sie sich an diese Empfehlungen und auch rechtlichen Vorgaben. Was wir jetzt nicht gebrauchen können, ist, dass unsere Gemeindemitglieder noch in zusätzliche Schwierigkeiten geraten. Ich denke, es reicht mit Covid. Was wir auch immer wieder sagen müssen, die Bedingungen ändern fast täglich oder halbtäglich oder in manchen Fällen auch stündlich. Es ist relativ schwierig. Es herrscht ein ziemlich großes Kommunikationschaos. Ich glaube, das dürfen wir ganz offen sagen, weil verschiedene Behörden, halbstaatliche Behörden kommunizieren. Wir geben wirklich unser Bestes und versuchen insbesondere Facebook, das ist mal unsere primäre Kommunikationskanal, aber wir haben auch Internet. Ich versuche zu twittern, wenn etwas besonders wichtig ist oder mit einem Like darauf hinzuweisen oder Retweet oder wie das alles heißt heutzutage. Also wir geben unser Bestes, Ihnen aktuelle Informationen zu liefern. Aber ich muss sagen, ich bitte Sie auch selber, vor allem dann in Ihrer unmittelbaren Region, in Ihrer Provinz, in Ihrer Stadt, zu schauen, was die lokalen Behörden sagen, weil nicht alles kommt nach Bangkok, nicht alles wird dann genau gleich angewandt, wie es vielleicht vom Premierminister gedacht ist. Und wie gesagt, es ändert auch ziemlich viel. Also wenn Sie jetzt Reisepläne haben oder so, bitte schauen Sie vorher genau, was ist jetzt im Moment gültig. Wenn ich hatte einen Herr, der mir geschrieben hat, von Chonburi nach Isan und er musste dann prompt in Self-Isolation gehen, zu Hause. Also bitte erkundigen Sie sich, halten Sie sich informiert, besuchen Sie unsere verschiedenen Informationskanäle. Quelques informations pour commencer cette deuxième partie de ce Town Hall meeting sur la situation Covid essentiellement en Thaïlande. La Thaïlande fait partie de cette troisième vague Covid qui déferle maintenant sur toute l'Asie du Sud-Est. Beaucoup de pays dans la région qui n'avaient pas été touchés jusqu'à présent sont touchés et la Thaïlande la première. On est vraiment dans une situation où on peut dire depuis le début de la pandémie en mars l'année passée que c'est la phase la plus difficile probablement pour la Thaïlande en termes d'intensité de pandémie et de transmission locale de cas. On est dans une situation où on n'a pas encore de couvre-feu.
On n'a pas de confinement ou de lockdown, comme on dit en anglais. Mais bien entendu, on a des recommandations du gouvernement qu'on vous invite à suivre. Il faut notamment rester à la maison, c'est en tout cas ce que recommande le gouvernement tant que possible. Bien entendu, si des déplacements essentiels sont nécessaires, il faut les faire quand même. Il faut renoncer autant que possible à des voyages, port du masque obligatoire, faute de quoi on est amendable. Renoncer, enfin interdiction de boire de l'alcool sauf à la maison, ou en tout cas de servir de l'alcool sauf à la maison. Écoles, pubs, bars sont fermés, etc. On vous invite vraiment à suivre ces recommandations. On est des invités dans ce pays et on ne veut surtout pas avoir des cas où on aurait tout d'un coup des compatriotes qui auraient des problèmes avec les autorités parce qu'ils se seraient mis en contravention avec ces recommandations. Donc merci vraiment de les suivre et de vous tenir informés. On reconnaît aussi tout à fait que les conditions changent très vite, de jour en jour, d'heure en heure parfois. C'est difficile de garder la vue d'ensemble sur toutes les nouvelles réglementations, recommandations données par les autorités nationales mais aussi provinciales. La communication est parfois contradictoire, on a de la peine à naviguer dans toutes ces informations. On essaie tant bien que peu de vous transmettre les informations que l'on trouve. On vous a fait par exemple une communication vendredi par email à l'ensemble de la communauté suisse. 4 jours plus tard, maintenant, on constate par exemple que beaucoup de choses concernant l'enregistrement pour la vaccination ont changé. Et on va remettre ça à jour sur notre site internet. Mais voilà, si on communique un jour, peut-être que 2 jours plus tard, malheureusement, les autorités ont déjà changé les recommandations, etc. Donc on vous invite aussi à suivre autant que possible les sources d'information locales. On vous demande aussi de la compréhension si ce qu'on vous a dit un jour n'est plus valable une semaine plus tard. C'est pas nous qui décidons sur ces nouvelles réglementations. Voilà, comme titre d'introduction pour la situation Covid à Bangkok. Ok, merci Pierre. English is always shorter. It's Yes. such an efficient language. C'était un peu long, hein. So I would say Thailand and all Southeast Asia is now really inside the third wave. Third wave is much higher than we ever had until now. So this is really numbers that we never had before. And these are also solutions that are implanted everywhere a little bit different. And it's difficult to follow all the new rules that are coming in. The numbers are high in Thailand. They have 4 digits at that time. It's not the same in Laos or Cambodia, but they have been through also this kind of big wave where they had the similar measures. You will get some information from us on our internet and Facebook. However, this information can change very quickly. As Pierre mentioned, also in the same day, it can change 2 or 3 times. So it's difficult to have information that are up to date. It is difficult to get information from all the different areas and provinces. Basically, we have information from the government, from Bangkok. Each provinces can have some further rules and regulation to limit others traveling. Basically, we ask you to follow the rules of the government. We are guests in this country and follow all the information and the rule attentively. It's no lockdown at the time, but you should limit your trips to different areas. You should refrain from going out without a mask. Closing of entertainment, of school, and still everywhere. No drink of alcohol. Restaurants are open, however, limited time. And these, as mentioned, these rules can be updated and can change very quickly also. Follow us on Twitter, on Facebook. We try also to send you some emails with links. Unfortunately, these links, by the time maybe you read it, they change. They are not available anymore. So it is actually difficult for us, as it is for you, to follow exactly the new rules. It's a kind of difficult communication and difficult to find the right information at that time. We had a case of one person was visiting a friend in Chonburi and went back to Isan, and he said Chonburi is no problem, but in Isan
in the city where the person was living, he had to go into isolation for 15 days. So, as I said, this is very difficult and to know exactly what is the rule. So, follow the information, follow Facebook, and try to get the most information that is available before you do a trip, before you do anything. Gut, jetzt versuchen wir herunterzubrechen, was uns Staatssekretär Matyassy zu Impfungen gesagt hat, und ich versuche einer klaren Logik zu folgen. Es gibt diese verschiedenen Optionen. Sie haben uns dazu auch Fragen gestellt, und ich versuche es wirklich so klar ich es irgendwie kann, angesichts der doch etwas schwierigen Informationslage herunterzubrechen. Die erste Option ist eine Option in Thailand. Sie melden sich über die verschiedenen Regierungs-App, und ich muss sagen, also ich glaube, wir sind bei App Nummer 3. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ich mitzählen kann, aber Sie finden das aktuelle Registrierungsportal, es ist, glaube ich, nicht mal eine App, Sie finden die aktuellen Registrierungsinformationen immer bei uns auf unseren Kanälen. Das ist das, was seit gestern offen ist für 60-Jährige und für Personen, also 60 Jahre plus, und für Personen, die eine gravierende Vorerkrankung haben. Ich habe das heute selber versucht, dieses Portal. Ich weiß, dass von Ihnen Leute es auch versucht haben, und dann manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Es hat jetzt einfach einen riesigen Ansturm, oder? Weil wir bereits Juni sind. Aber ich bin reingekommen, und dann entweder ist man 60 plus, oder man hat eine dieser gravierenden Vorerkrankungen, und dann kann man sich im thailändischen System anmelden. Und dann kriegt man ein Datum, man wird je nachdem, wo man lebt, auch einer Impfstelle, Impfstation zugewiesen. Ich muss ganz klar sagen, im Moment sind verfügbar Sinovac und AstraZeneca. Es gibt nichts anderes in diesem thailändischen öffentlichen System. Wenn es Ihnen gelingt, sich zu registrieren, und wir geben gerne zu, es ist kein Spaziergang, wenn es aber Ihnen gelingt, dann ist die Impfung auch gratis. Und von daher ist das Option 1. Ich denke, wir machen sofort gerade Übersetzungen. Très bien. On vous propose de rentrer un peu en détail sur la question des vaccins, qui est vraiment votre premier sujet de préoccupation, parmi les plus de 60 questions qu'on a reçues. Il y a plusieurs pistes pour répondre à ce défi. La première piste, bien entendu, c'est essayer de s'inscrire via les canaux formels ici en Thaïlande. Il y a eu plusieurs applications qui ont été proposées par les autorités. Je crois qu'il y en a eu 3. Maintenant, si on comprend bien, elles ne fonctionnent plus très bien. Mais maintenant, c'est un site internet qui a été annoncé, qui s'appelle Thailand Intervac. C'est celui que nous avons communiqué lors de notre email de vendredi passé, qui permet apparemment maintenant aux personnes qui ont plus de 60 ans et qui souffrent, ou alors de personnes qui souffrent de conditions médicales particulières, soit donc de ces deux catégories, de pouvoir s'inscrire et ensuite de recevoir un rendez-vous de vaccination. À ce stade, seulement 2 vaccins disponibles. En Thaïlande, c'est le Sinovac et l'AstraZeneca. Sorry, you're too fast. English. So let's start with the vaccination in Thailand, which was one of the biggest number of questions we received. Thanks a lot for your question, by the way. They are very useful for us to feel exactly what is the situation. Vaccination in Thailand, at that time you have 2 vaccines available, Sinovac and AstraZeneca. To get vaccinated, you had until now at least 3 different apps that were published. Most of them were not really working, some of them were not working for foreigners, so a lot of difficulties were noticed, and these questions that you mentioned are talking about these difficulties also. Now you have one website which is working. It's www.thailandintervac.com, which is on our website. And at that time, people who can register must be 60 years old and plus, or people with chronic illnesses and special conditions. So only these people can register at that time on this website. Okay, I would say it is the first step. It's at that time only these 2 vaccines. On the later time, we read everywhere that we should have different vaccine, but at that time, this is the only possibility
that we found in Thailand. Option 2 ist, dass Sie sich direkt bei einem Privatspital registrieren. Dort wäre dann die Impfung gegen Bezahlung. Es gibt auch verschiedene Offerten, die man immer wieder lesen kann. Ich muss dazu sagen, auch die Privatspitäler haben heute nur Sinovac und AstraZeneca zur Verfügung. Es gibt viele, die uns schreiben, ich hätte gerne Pfizer und Moderna, weil das die beiden zugelassenen Impfstoffe sind in der Schweiz. Es gibt solche, die uns schreiben, für mich wäre Johnson & Johnson gut, weil das nur eine Impfdosis wäre oder weil mein Profil passt für Johnson & Johnson. Ich muss Folgendes sagen, Moderna und Johnson & Johnson sind zwar in Thailand zugelassen, aber es gibt im Moment keinen Impfstoff in Thailand, Moderna oder Johnson & Johnson, und Pfizer ist zwar in Verhandlungen mit der thailändischen Regierung, aber der Impfstoff Pfizer ist auch noch nicht zugelassen. Was Sie heute machen können, Option 2, Sie melden sich bei einem Privatspital an. Gewisse Privatspitäler erlauben Ihnen dann die Wahl zu treffen zwischen Sinovac oder AstraZeneca. Es kann aber auch sein, dass Sie wie beim öffentlichen System keine Wahl treffen können. Zu Moderna kann ich Ihnen sagen, zugelassen in Thailand. Ich hatte das Privileg, dass ich persönlich mit dem Importeur sprechen könne, weil ich bin genau wie Sie auch verwirrt, oder? Dann liest man wieder, das und dies Spital hat jetzt Moderna, nimmt Präregistrierungen entgegen und dann denkt man, okay, jetzt kommt der Durchbruch. Wir sind genau in der gleichen Lage hier auf der Botschaft, und wenn man dann telefoniert und ein bisschen hinterfragt, hört man dann, ja, wir nehmen Bestellungen entgegen für Oktober, wir nehmen Bestellungen entgegen für, ich glaube, die optimistischeren in September und so, aber im Prinzip weiß niemand, wann dieser Moderna-Impfstoff oder allenfalls auch der Pfizer oder der Johnson-Johnson-Impfstoff kommt. Aber ich würde es Ihnen trotzdem empfehlen, also wenn für Sie Sinovac oder AstraZeneca keine Lösung sind und Sie ausharren wollen, bis Moderna, Pfizer oder Johnson & Johnson ins Land kommen, dann melden Sie sich jetzt bei einem Privatspital an. Ich denke, es wird ein Gerangel geben, trotzdem vielleicht auch noch im September oder Oktober. First come, first serve. Es macht auch Sinn, wenn Sie eine privilegierte Beziehung zu einem Privatspital bereits haben und dort vielleicht auch einen Arzt haben, einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, dann melden Sie sich bei diesem Spital an. Es macht auch Sinn, sich vielleicht bei mehreren Optionen, wenn Sie das haben, in Ihrer Umgebung anzumelden. Aber im Moment, auch bei den Privatspitälern, nur Sinovac und AstraZeneca zur Verfügung. Und ich habe natürlich selbstverständlich den Moderna Generalimporteur auch gefragt, aber wann kommt dann dieser Impfstoff? Und er hat mir gesagt, Madame, dieses Jahr. Und ich habe dann nachgehakt und gesagt, ja, dieses Jahr, nächsten Montag oder wann? Dieses Jahr. Und ich glaube, das ist einfach, oder? Viele schreiben mir, und ich muss auch sagen, es bewegt mich sehr, oder, was sie mir schreiben. Aber wenn der Impfstoff nicht hier ist, dann können wir einfach schlichtweg nichts machen. Weil ich weiß, dass es vielleicht in Thailand schwierig ist für jemanden, der alleine hier ist, gesund ist und deswegen keinen besonderen Bezug zu einem Spital hat. Das haben wir auch geschrieben im Schreiben, hat die Botschaft bei mehreren Privatspitälern eine Reservation hinterlegt, weil wir genau gelesen haben, was sie uns schreiben, haben wir eine Reservation für Moderna oder Pfizer hinterlegt. Also konkret haben wir in 5 Privatspitälern je 1000 Dosen bestellt. Und das haben wir nicht für uns gemacht, sondern das haben wir für Sie gemacht. Aber bis jetzt, wie gesagt, wenn es keinen Impfstoff gibt, dann nützt auch meine Bestellung nichts. Aber also Sie können versichert sein, sobald sich irgendetwas an einer Front bewegt, werden wir auf Sie zukommen. Wo ich wirklich Bewegung spüre, ist, wenn Sie bereit wären, AstraZeneca zu akzeptieren. Ich glaube, dort kommt langsam Bewegung, weil jetzt dieses lokale Laboratorium begonnen hat mit den ersten Lieferungen.
Und dort wären wir also sehr gerne bereit für 60 plus. Es gilt auch in den Privatspitälern 60 plus oder Sie haben eine schwere Vorerkrankung, aber da sind wir gerne bereit für unsere, also mit 60 ist ja man nicht alt, aber ich sage jetzt etwas älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu schauen, dass wir sie irgendwie reinbringen in Gruppen in diese Privatspitäler, aber im Moment, ich sage es wirklich mit aller Deutlichkeit und ich wiederhole mich, ich entschuldige mich dafür, AstraZeneca, also kein Moderna, kein Pfizer, kein Johnson & Johnson. Johnson & Johnson meines Wissens in der Schweiz nicht zugelassen. Muss ich auch noch sagen. Ist es zugelassen? Zugelassen in der Schweiz. Zugelassen, aber nicht bestellt. Nicht bestellt. Es ist zugelassen, aber nicht bestellt in der Schweiz. Deswegen haben wir es nicht. Genau. Gut. Also. Bien. Zweite Option. Deuxième option de solution. La première, c'était donc s'inscrire formellement sur le canal Internet. La deuxième, c'est s'inscrire dans un hôpital privé qui multiplie maintenant les offres auprès de patients potentiels en disant venez vous enregistrer auprès de chez nous. Ces hôpitaux privés, ils promettent une vaccination, mais celle-ci serait payante, contrairement à l'option 1, qui est l'option publique. Il faut être aussi conscient du fait qu'à ce stade, seulement Sinovac et AstraZeneca sont disponibles dans ces hôpitaux privés. Beaucoup d'hôpitaux parlent de Pfizer, de Moderna, de Johnson & Johnson, mais ils ne sont pour le moment, ces vaccins, pas dans le pays. Nous avons essayé de mieux comprendre pourquoi on parle par exemple beaucoup de Moderna ou de Pfizer. L'ambassadrice a téléphoné à l'importateur officiel de Moderna ici en Thaïlande, qui lui a assuré qu'effectivement ils sont en discussion avec les autorités thaïlandaises, mais que ça n'allait, pour l'instant il n'y avait pas de Moderna dans le pays et que ça allait venir cette année. Mais cette année quand, on ne le sait pas. Ça peut venir probablement plus tôt dans la deuxième partie de l'année, voire plus tard. Mais si même l'importateur n'est pas dans la position de nous dire quand exactement ça va venir, je pense qu'il faudra effectivement user de patience. À ce stade, seulement Sinovac et AstraZeneca. Donc, si vous êtes prêt à prendre du AstraZeneca et du Sinovac, là, une vaccination par un hôpital privé pourrait être faite plus rapidement et plus facilement. En Thaïlande, AstraZeneca, si je comprends bien, c'est seulement pour les 60 ans et plus, et Sinovac serait pour les moins de 60 ans. Et là, l'ambassade aussi a fait des démarches auprès des hôpitaux privés. On l'a aussi mentionné dans notre communication écrite par email vendredi dernier. On a pris contact avec plusieurs hôpitaux privés en demandant de réserver plusieurs milliers de doses afin que quand elles soient disponibles, nous puissions en bénéficier pour la communauté suisse en Thaïlande. À ce stade, aucun signal de la part de ces hôpitaux. Mais bien entendu, si ça bouge d'une manière ou d'une autre, vous serez les premiers informés puisque vous en serez les bénéficiaires. Voilà. So the second option is private hospital. Big difference between private hospital and the government. Government is for free, I did mention earlier, but private hospital is against payment, so you have to pay for it. Private hospital would like to offer you Pfizer vaccine, Moderna, Johnson & Johnson, etc. You need to register with the hospital, and according to them, they will provide you this vaccine. The ambassador had a contact with the import company of one of the vaccine, and she asked personally, and okay, it's good that we can have this vaccine, but when will it be available in Thailand? The answer was, well, sometime this year. And sometime this year, she said, is it tomorrow, after tomorrow? He said, well, sometime this year. We have no idea. So at that time, nobody knows exactly when these other type of vaccine will be available in Thailand. The vaccines available now are Sinovac and AstraZeneca, and that's all, even in private hospital. The embassy always mentioned that we wanted to support the Swiss community, and we pre-arranged booking of 1,000 doses with 5 different hospitals. And so we have this place maybe available, but still there's no confirmation at that time that we can have these vaccines done by them. Private hospital, you might have a faster date to receive your vaccine. However, it's the same vaccine as the government hospital as well. I think that's...
That's it. That's it. Yeah, the same rule also. Plus 60 and plus a special condition people applies to private hospital. Gut, second option. Und die dritte Option ist, Sie reisen in die Schweiz. Jetzt, Sie haben es gehört, stellvertretender Staatssekretär Matyassy war klar, es gibt in der Schweiz eine Verordnung, die vorläufig besagt, dass nur Auslandschweizerinnen, Auslandschweizer, die eine Krankenkasse haben in der Schweiz, sich in der Schweiz impfen lassen können. Das ist die Verordnungsebene. Aber die Erfahrung zeigt uns etwas anderes. Die Erfahrung, wir hören immer wieder von Auslandschweizerinnen, Auslandschweizer, die in die Schweiz gegangen sind, sich bei ihrem Bezugskanton, also bei einem Kanton, den man kennt, wo man vielleicht ein Beziehungsnetz hat, dass man sich anmeldet und dass man dann angeben muss, dass man keine Krankenkasse hat. Das ist sogar vorgesehen bei diesen Eingabemasken. Und der Unterschied ist, kann dann sein, dass man vom Kanton aufgefordert wird, diese Impfungen zu bezahlen. Also, es gibt gesetzlich keinen Anspruch, dass Sie gehen dürfen in die Schweiz, wenn Sie keine Krankenkasse haben. Die gelebte Praxis, weil jetzt eben doch in der Schweiz die Impfaktion zwar noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber gut voranschreitet. Die Praxis sagt uns, dass mehr und mehr Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer gehen. Jetzt gibt es ein paar Verhaltensregeln, und es ist natürlich nicht absolut, was ich jetzt sage, weil, wie gesagt, Verordnung sagt nicht. Aber wir haben diejenigen, die es geschafft haben, befragt. Wie habt ihr das gemacht? Und der beste und einfachste Weg ist, sich ohne spezielles Aufheben, Sie überlegen sich, wo ist mein Bezugskanton, wo habe ich Familie, wo lebt mein bester Freund, meine beste Freundin, von wem kriege ich eine Adresse, die ich angeben kann, und wer ist bereit, mir seine Nattel-Nummer zur Verfügung stellen, also seine mobile Telefonnummer, wenn Sie schon lange nicht mehr in der Schweiz waren, weil das sind zwei Dinge, die Sie haben müssen. Also Sie wählen eine Adresse aus, wenn Sie, ich sage jetzt etwas, Kanton, wenn ich in der Schweiz bin, im Kanton Luzern, also ich habe eine Kontaktadresse im Kanton Luzern, und ich habe jemand, der bereit ist, mir seine mobile Telefonnummer anzugeben, und dann ohne irgendwie Hotline anrufen, lang E-Mail senden und so weiter, gehe ich aufs Internet und melde mich bei meinem Bezugskanton an. Natürlich können Sie nicht lügen und sagen, ich habe eine schweizerische Krankenkasse, aber Sie kreuzen das einfach an. Und dann kriegen Sie mit, ich würde sagen, über 90%iger Wahrscheinlichkeit kriegen Sie einen Termin. Das ist das, was uns die verschiedenen und zahlreichen Rückmeldungen sagen. Wer ist gescheitert? Das sind die Personen, die extra bei der Hotline angerufen haben und gesagt haben, ganz schlimm, ich komme aus Thailand, ich bin Auslandschweizer, Sie müssen mir helfen. Sie müssen das verstehen, oder? Dann ist ein Hotline-Mitarbeiter, Mitarbeiterin, diese Person muss Ihnen sagen, ja, die Verordnung sagt aber, dass Sie nicht dürfen. Viele haben auch, und wir verstehen das, aus der Verzweiflung lange E-Mails geschrieben und wieder geschrieben, ganz ehrlich, oder? Ich bin Auslandschweizer, dies und das, aber bei mir, ich kriege keine Impfung und so weiter. Und wenn Sie das so machen, dann ist genau die Person, die das wieder beantworten muss, auch gehalten, Ihnen zu schreiben, was die Verordnung sagt. Also, wir wollen nicht zum Ungehorsam aufrufen, oder wir wollen auch nicht, dass Sie irgendetwas Illegales machen, aber Sie haben ja gehört, das Bundesamt für Gesundheit ist jetzt auch am Überlegen, diese Verordnung anzupassen. Und also wirklich Option 3, wenn Sie das können, wenn Sie Bezugspersonen haben in der Schweiz, die einverstanden sind, dass Ihre Anmeldung, also dass die Adresse und die Telefonnummer benutzt werden darf, dann bitte tun Sie das. Ich muss Ihnen aber sagen, in der Schweiz im Moment vorhanden Moderna und Pfizer. Sie können nicht wählen in der Schweiz, Sie melden sich an, und was dann bereit ist im Kanton, werden Sie kriegen. Wenn Sie Moderna erhalten, dann sind es zwischen der ersten und der zweiten Impfung 28 Tage. Und dann hat man auch meistens noch kleine Nebenwirkungen, also Sie können dann nicht gerade am 29. Tag auf den Flieger, weil Sie vielleicht erhöhte Temperatur haben, vielleicht der Arm ein bisschen schmerzt oder so. Also wir empfehlen, dass Sie 5 Wochen einplanen. Kriegen Sie Pfizer, sind es 21 Tage.
Aber weil sie es nicht wissen, müssen sie, wir empfehlen, 5 Wochen einplanen. Und im Moment, auch wenn sie geimpft sind, ich kann das schon vorausschließen, es gibt dann da auch Fragen, müssen sie anschließend trotzdem, es heißt 14 Tage, aber in Tat und Wahrheit sind es 15 Tage, in Thailand in die Quarantäne. Also sie müssen Geld haben, um in die Schweiz zu fliegen, sich dort einen Aufenthalt von 5 Wochen leisten können, zurückfliegen und dann wieder eine alternative Staatsquarantäne durchlaufen. Also insgesamt sind sie mindestens 7 Wochen weg und das Geld können sie selber ausrechnen. Das kommt ein bisschen drauf an, wo sie in der Schweiz sein werden und was sie sich natürlich alles vorstellen und unternehmen möchten in dieser Zeit. Also eine aufwendige Variante, aber wenn man es richtig macht, hat man Chancen auf Erfolg. Und wenn Sie irgendwie Schwierigkeiten haben, meine konsularischen Kollegen haben zwar ein bisschen Angst, wenn ich das sage, wir beraten Sie gerne. Ja? Also wir können nicht für Sie eingeben und so weiter und alles organisieren, aber ein kurzes beratendes Gespräch, das muss immer drin liegen, das machen wir gerne. Es gibt solche, denen wir dann wirklich helfen konnten, die haben beispielsweise sich im Thurgau angemeldet, weil sie gehört haben, das klappt dort gut, aber dann eine Adresse außerhalb des Kantons angegeben. Dann hat natürlich Thurgau annulliert, als sie das festgestellt haben bei einer Kontrolle. Also solche Dinge, wenn Sie solche Schwierigkeiten haben, melden Sie sich bei uns, wir versuchen zu beraten. Das ist Option 3 und die wird hoffentlich noch einfacher, wenn dann diese Verordnungsanpassung kommt und Sie dann mit vollem Recht in die Schweiz reisen können. Pierre. Très bien. Donc après l'option 1 qui était l'inscription publique, l'option 2, inscription dans un hôpital privé pour avoir un vaccin, l'option 3 c'est la solution suisse, voyage en Suisse pour se faire vacciner. Comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'entretien avec le secrétaire d'État adjoint du FDFA, il y a une directive claire en Suisse qui dit que les Suisses de l'étranger qui ne disposent pas d'une assurance de base ne peuvent pas être vaccinés. Mais comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, l'expérience actuelle montre quand même autre chose. On a quand même de plus en plus d'expériences et de récits de personnes de Suisses de l'étranger qui ont réussi à se faire vacciner lors d'un séjour en Suisse. Là, il y a quelques recommandations à partager, pragmatiques. Lorsqu'on demande à ces gens, mais comment avez-vous réussi malgré cette ordonnance qui normalement ne le permet pas? Il faut tout simplement donner son canton de référence, s'assurer aussi qu'on connaît quelques personnes dans ce canton de référence, famille, amis, qui peuvent vous aider en donnant une adresse, en donnant un numéro de téléphone suisse si vous n'en disposez pas. Et tout simplement vous inscrire en utilisant ces données, obtenir un rendez-vous de vaccination et aller vous faire vacciner. Les personnes, certains récits de personnes qui n'ont pas réussi à se faire vacciner ou ça a échoué, quand on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, on comprend qu'ils ont aussi posé les questions à la hotline. Je suis suisse de l'étranger, je n'ai pas d'assurance de maladie en Suisse, je n'ai pas de domicile, est-ce que c'est quand même possible? Bien entendu, la personne qui va répondre à ces questions-là a l'ordonnance sous les yeux et devra leur dire malheureusement non, vous ne pouvez pas vous enregistrer. Donc, en restant de manière très pragmatique, on ne veut pas vous appeler, bien entendu, à la désobéissance civile. C'est pas ça le but. Quand même pas. Mais on est aussi conscient qu'on est dans une situation critique où il est très important de pouvoir se faire vacciner. Comme on l'a entendu tout à l'heure, on espère aussi que des amendements vont pouvoir être apportés à cette ordonnance pour les Suisses de l'étranger et la vaccination en Suisse. Donc, ça marche de plus en plus, on a de plus en plus de témoignages positifs à cet égard. Si ça marche, 2 vaccins disponibles en Suisse actuellement et autorisés, c'est Moderna et Pfizer. Pour Moderna, il faut compter 28 jours entre les 2 injections. Pour Pfizer, 21 jours. Donc ça voudrait dire un séjour en Suisse de minimum 1 mois. Et bien entendu, donc planifier 5 semaines. Et puis, bien entendu, le retour en Thaïlande, indépendamment du fait que vous soyez vacciné, vous devrez faire une quarantaine. Actuellement, en Thaïlande, toute personne qui rentre dans le pays, qu'elle soit vaccinée ou pas vaccinée, doit se soumettre à cette quarantaine très stricte, celle que l'on connaît depuis plus d'1 année, donc ESQ payant. Donc cette solution 3, elle est relativement coûteuse, financièrement et aussi en temps, puisqu'il faut aller en Suisse, rester plus de 5 semaines et revenir et faire une quarantaine ici. Si vous avez besoin de conseils additionnels, etc., bien entendu, le team consulaire de l'ambassade
est à disposition pour un petit entretien, mais bien entendu, on peut pas le faire à votre place. C'est pas nous qui allons remplir les formulaires, c'est pas nous qui allons vous inscrire. Si vraiment vous avez besoin d'informations additionnelles, là, on vous a tout donné en gros, hein, mais voilà, n'hésitez pas aussi à prendre contact directement. Merci beaucoup. So the third option is traveling to Switzerland. As you heard from Mr. Matyassy, the rule at that time does not allow people who does not have health insurance in Switzerland to apply for the vaccine in Switzerland. It is yet, but we heard also that many Swiss living abroad could apply and did receive the vaccine in Switzerland. Basically, what you need to register, it's on the canton website. It's all, we said all the time, the canton has the vaccine. So you go on the website of the canton. You need an address in Switzerland, in this canton, not in another canton. So if you apply in the canton of Geneva, don't put your address in the canton of Bern, but in Geneva. Put a mobile phone number, Swiss mobile phone number. It will help also. And you will follow the register process. You will receive a special password. You will receive confirmation of registration. This is working very well. However, never mention specifically that you are living abroad. It is not asked also. You don't need also to mention and to ask specially, as Swiss abroad, can I have that? If you ask officially the authority in your canton, they will give you the official answer, which is you are not allowed at that time. Okay, so don't need to make a big contact to different people. Just follow the rules of the inscription of the website. You will receive your contact and you'll receive the appointment and you can apply for the vaccine. In Switzerland, you have at that time 2 vaccines. You have Pfizer and Moderna. You cannot choose which one you want. And there's still a lot of a big difference between the 2 vaccines, basically in the lapse between you have the first shot and the second one. Pfizer, you have to wait 3 weeks minimum before you have the second injection. And Moderna, it is 4 weeks, so 1 more week. It means that you have to be outside Thailand for at least 3 weeks or 4 weeks. Plus, you cannot travel the day right after the second shot, as you will see. You might have some side effects that impale you of getting fever, and you are not ready to travel right away. Further, when you arrive in Thailand, you will have the quarantine. Quarantine is still 2 more weeks in Thailand before you can go out of the quarantine and go back to your place where you live in Thailand. So you need to buy the airplane, you need to buy the vaccine, you need also to plan to buy the ASQ if you need to have ASQ when you come back. And this, so it costs a lot of money, but it is possible and it is working. Get your family or your friend to support you in the giving your address. If you don't have an address anymore or contact anymore, just try to fill in the regulation and you will get the vaccine. And you will have to pay for the vaccine, of course. As you heard from Mr. Matyassy, there was a question from a parliamentarian and asking how is it for the Swiss living abroad? And they might have a change also. That's a basic change of the rules, which is not so easy and fastly done. But they may have just these rules allowing Swiss living abroad also to get vaccination. At that time, it's not changed, so you cannot do it. But still, if you have this kind of approach, it should not be a big issue to get your vaccine done in Switzerland. You forgot to mention that you and your team gladly help. We will gladly help. Yes. Yeah. But you have to register yourself. You have to go. Basically, you have to choose the canton where you feel it's your canton of origin, it's canton where you've been living, and you follow the rule of the canton. We had many people had difficulties in the canton of Zurich, and we had other people who said, I have no problem in the canton of Zurich. So there are different feedback from different people. And if there is problems, they can call you. You don't have time to register, but you'll be willing to give advice. We will give you the advice. We give you the advice, definitely. Okay, good. Yeah. The fourth option, die 4. Option,
Und da haben natürlich viele geschrieben, ich muss sagen, das wäre auch für mich die ideale Version. Wir auf der Botschaft erhalten genügend Impfstoffe, am liebsten Pfizer oder Moderna. Und ich könnte hier auf dem Gelände der Botschaft eine Impfaktion durchführen. Viele haben mir auch geschrieben, die Chinesen haben das hingekriegt, warum kriegen wir es nicht hin? Die Schweizer, Sie haben es gehört. China betreibt Impfpolitik. China, ich habe das gerade wieder erfahren in Thailand, die Thailänder haben Sinovac gekauft, aber jedes Jahr bei jedem Kauf gibt natürlich Thailand gratis Impfstoff mit, und zwar nicht wenig. Und deswegen, aber das machen sie überall auf der ganzen Welt, dort wo man Sinovac will. Und irgendwann hat man dann offenbar gesagt, gut, also wenn wir schon laufend natürlich Impfstoff schenken, möchten wir auch, dass unsere Wohnbevölkerung privilegiert davon profitieren kann. Die Schweiz betreibt keine Impfpolitik. Die Schweiz, und das ist eine gängige Abmachung unter Regierungen, bei Pandemien ist die Schweiz zuständig für die Wohnbevölkerung in der Schweiz, losgelöst von der Nationalität. Also wer in der Schweiz lebt, wird von der Schweizer Regierung betreut und unterstützt. Und Thailand hat sich zu Beginn ein bisschen schwer getan mit dieser Verantwortung, aber inzwischen hat man jetzt klar und deutlich von verschiedenen Regierungsstellen vernehmen dürfen, dass auch Thailand dieses Verständnis hat. Für uns hat das jetzt die Konsequenz, dass die Schweiz, Sie haben es gehört, auch wenn sich mein oberster Chef, Herr Bundesrat Gassis, vehement für die Schweizerinnen einsetzt, dass wir im Moment keinen Impfstoff haben. Und das ist nicht, dass ich nichts mache oder meine Kollegen nichts machen. Sie haben vielleicht auch gehört, dass Thailand auf oberster Stelle ist, falls es mal einen Testpilot geben sollte. Das dürfen Sie mir glauben. Das hat damit zu tun, dass diese Botschaft sehr aktiv in Bern sich bemerkbar macht und auch erzählt über die Situation in Thailand. Wir sind nicht einfach so ganz oben auf der Prioritätenliste gelandet. Ich will mich hier nicht rechtfertigen. Ich weiß, was ich den lieben langen Tag tue und auch an den Wochenenden. Aber im Moment, so sehr ich das wirklich gerne tun würde, ich habe mir auch schon überlegt, wie wir es machen würden und wie wir das organisieren. Wir haben auch schon, falls wir dann tatsächlich Pilot werden, erste Studien gemacht, geschaut, wer lebt wo, wie viele Leute, wie alt ist unsere Community, wie würden wir das machen, mit wem würden wir das machen und so weiter und so fort. Also wir sind in den Startlöchern. Wenn wir Impfstoff kriegen würden, dann sind wir bereit, dies zu tun, aber im Moment sieht es nicht allzu rosig aus. Aber wer weiß, vielleicht steigt auch der politische Druck in der Schweiz und dann können Sie versichert sein, dass wir an vorderster Stelle uns bemerkbar machen würden. Hat auch damit zu tun, und das weiß inzwischen, glaube ich, jeder bei uns an der Zentrale, dass wir hier altersmäßig die älteste Kolonie, die älteste Auslandschweizer Gemeinde weltweit haben in Thailand. Das bedeutet, dass wir auch überproportional viele natürlich Personen haben, die sich im Risikobereich befinden. Thailand, wir haben es gesagt, 3. Welle, die Situation schwierig, Impfstart nicht total gut geglückt. Also wir kennen die Verhältnisse, wir sitzen nicht einfach herum und drehen unsere Däumchen, sondern wir sind wirklich dran. Aber Impfstoff produzieren, das können wir leider nicht. Alles andere würden wir wirklich machen. Gut, 4. Option, im Moment keine Option, aber wir bleiben wirklich, wir bleiben dran, wie man in Bundesbern sagt, aber bei uns ist das wirklich ernst gemeint. 4e option, ce serait l'option de mener une campagne de vaccination ici, tout simplement à Bangkok par le biais de l'ambassade, sur le compound. Mais bien entendu, à ce stade, ce n'est pas réaliste. La Chine, bien entendu, l'a fait. On en a entendu parler. Beaucoup d'entre vous nous ont interpellés à ce sujet. La Chine est dans une autre logique. Elle mène une politique de vaccination active aussi de ses citoyens à l'étranger partout. Elle produit des vaccins et en donne à plusieurs pays et en vend, bien entendu, mais aussi fait des donations. Et
ces citoyens peuvent en profiter. La Suisse a une autre approche. La Suisse est dans l'approche de vacciner, de prendre la responsabilité de vacciner toute la population résidente sur son territoire. C'est aussi l'approche que la Thaïlande adopte pour le moment. Mais bien entendu, comme nous l'avons entendu dans l'entretien tout à l'heure avec le secrétaire d'État adjoint, notre chef de département Matyassy essaye aussi de trouver des solutions pour les Suisses de l'étranger, qu'il est prêt à le faire si une option était réaliste pour un projet pilote à l'étranger. Bien entendu, le gros défi, où sont les doses de vaccins? Elles ne sont pas dans les mains du département fédéral des affaires étrangères. On ne peut pas produire des vaccins nous-mêmes. Donc à ce stade, on ne peut tout simplement pas le faire. Mais si à Berne, les autorités arrivent à se mettre d'accord sur un projet pilote à l'étranger, on l'a aussi entendu, la Thaïlande serait sur une des listes de priorités. C'est aussi du fait que cette ambassade a relayé activement toutes vos préoccupations à la centrale pour que vraiment ils entendent aussi la situation que vous vivez ici sur le terrain dans cette troisième vague qui frappe durement la Thaïlande. On est aussi totalement conscient de la démographie de notre communauté suisse ici en Thaïlande. On a une des communautés suisses qui vit à l'étranger qui est parmi les plus âgées et donc qui est aussi les plus vulnérables face à la pandémie. Donc cette quatrième option, nous, on est dans les starting blocks, on a fait déjà des premières clarifications, comment on pourrait faire une campagne de vaccination ici, dans quelle région, avec quel partenaire possible. Mais on peut tout faire, comme disait l'ambassadrice, mais on peut pas produire les vaccins nous-mêmes. Et à ce stade, il n'y a pas de vaccin. Et donc ça, c'est des décisions politiques qui doivent se prendre à Berne. Et on a entendu que ça pourrait prendre du temps et on ne sait pas si ça va vraiment se réaliser ou pas. Donc pour le moment, cette quatrième option n'est pas une option. Mais bien entendu, on reste attentif à tout développement. Gut, bevor wir jetzt Englisch machen, möchte ich Sie bitten, ich glaube, das wird jetzt wirklich die längste Gemeindeversammlung, die wir je gemacht haben. Und an Gemeindeversammlungen kann man ja auch abstimmen. Jetzt gehen Sie bitte auf die Chat-Option und lassen Sie uns wissen, ob Sie noch weitermachen wollen, weil jetzt kommen wir erst zu den Fragen. Aber jetzt sind wir durch mit dem Impfthema. Ich habe endlos Energie. Ich kann locker noch weitermachen, aber ich will auch nicht, dass Sie mir dann sagen, also um Gottes Willen, wir haben noch anderes zu tun. Also lassen Sie es uns wissen, aktiv über den Chat-Modus, ob wir jetzt gleich nach der englischen Beantwortung in die Fragen einsteigen sollen. Es gibt interessante Fragen, aber wir können es natürlich auch noch verschieben auf eine nächste Town Hall. English, please. So the English version, it's the fourth position is about vaccination at the embassy. This is something I never did, and I will be very happy to do for the first time. Must be very interesting and challenging. However, Switzerland is not in the same capacity as China. The Chinese government have active vaccination political target. And this is why China comes with also vaccine abroad. And when they sell the vaccine, they come with more vaccine. This is allowed to the government of China to have the embassy vaccinating their own people. In Switzerland, of course, we have different approach. We have the approach of residentship. So the responsibility of the Swiss government is towards their people living in Switzerland first. That was sometimes a little bit difficult to get the same attitude from the Thailand government, but now it's clear for everybody that it's everybody living in Thailand has treated the same as everyone. We have also support of our Federal Council in Matyassy, who is ready to go forward into vaccination, people, Swiss living abroad. However, these are a lot of ideas, but basically we need to have the vaccine. At that time, we don't have the vaccine. They are still in the canton. They are still vaccinating the canton. And I would say we have a lot of support everywhere. Still, the canton have the numbers and they are still vaccinating. Until this is done, I don't think we'll see possibility of vaccination abroad. However, we did start to hear from Mr. Matyassy, the Deputy Secretary of State, that it would be one of the projects of our department. And we heard also that if they have a list about the different embassies that could start this project,
Bangkok was on the top of the list. So we are still confident, and we were still also working here at the embassy to prepare kind of evaluation of the community, where, how we could do, and we were working on this topic. Still, as I mentioned earlier, we need to have the vaccine. Once we have the vaccine, then we can go with different projects live abroad. At that time, we don't have any vaccine. Gut. Ich höre, dass Sie interessiert sind. Wir machen weiter. Es gibt noch sehr viele Leute, die uns zuschauen. Zum Thema Impfungen gibt es noch zwei spezielle Fragen, die wir jetzt nach unserem normalen System beantworten. Wir sagen, wer sie gestellt hat, Vorname, wir lesen kurz vor, was die Frage ist. Wir beantworten aber nur in der Sprache, in der die Frage gestellt wurde. Richard B., sehr innovative Person, hat sich überlegt, hat gelesen, seit April sind Lieferungen von Johnson & Johnson Impfstoffen in Deutschland und Österreich eingetroffen. Gibt es Erfahrungen über Schweizer, welche sich eventuell den Impfstoff von Johnson & Johnson in Deutschland oder Österreich oder gar in der Schweiz impfen lassen konnten? Also wir haben keine Erfahrungen. Wir werden versuchen, das zu klären mit unseren Botschaftskollegen in Deutschland und Österreich. Aber im Prinzip in Europa ist zumindest meine Wahrnehmung, gilt überall diese eigentlich normale während Pandemien Abgrenzungen. Ich kümmere mich um die meinen, du kümmerst dich um die deinen und er oder sie kümmert sich um die nächsten. Also von daher müssen wir das wirklich abklären. Wir haben keine Erfahrung. In der Schweiz kann ich Ihnen allerdings sagen, Johnson & Johnson, habe ich mich ja kurz vorher wieder richtig zurückersinnen müssen, ist zugelassen, aber die Schweiz hat es nicht eingekauft. Also meines Wissens müsste das dann schon fast eine private Großfirma oder so. Also habe ich gelesen, dass man sich bei Johnson & Johnson in Zug melden kann, wenn man eine große Firma ist und dann für die Mitarbeiter einkaufen. Aber so wie Sie das schreiben, also dass Sie einfach in die Schweiz gehen und Johnson & Johnson kriegen, das geht meines Wissens nicht in der Schweiz. Dann gibt es eine Frage auf Französisch zum Impfpass, die jetzt eben reingekommen ist, aber die auch wichtig ist. Ich bin dann gespannt, was du sagst. Oui, moi aussi. Alors, Ehrlich gesagt. Question de Daniel L, qui est arrivé durant le live maintenant. Auriez-vous des infos sur le passeport vaccinal qui se profile en Europe? Une fois vacciné en Thaïlande, est-ce qu'on obtiendrait un tel passeport en Europe? Je n'ai pas la réponse à cette question, je dois dire. C'est trop tôt. C'est trop tôt à ce stade. Je crois qu'en Suisse, on est vraiment dans les premiers pas de ce passeport de vaccination pour Covid, certificat Covid, je crois qu'ils l'appellent. Et alors, quant à une équivalence d'un vaccin en Thaïlande, est-ce que vous aurez droit à un passeport de vaccination en Europe? On n'a vraiment pas la réponse. Non, c'est vraiment trop tôt. Trop tôt. On est vraiment là dans une phase où tout se développe et des nouvelles mesures sont prises au quotidien. Et là, on n'a pas d'informations à ce sujet-là. Désolé. Gut. Dann beginnen wir jetzt mit Reiserestriktionen, Quarantäne. Hans-Rudi M. möchte innerhalb Thailands reisen. Ich habe das verstanden, dass er von Hua Hin möchte er am 2. August nach Phuket reisen. Müssen wir uns vorher impfen lassen oder können wir einfach nur nach Phuket gehen? Also ich kann sagen, diese Frage, habe ich das Gefühl, ändert wöchentlich. Ja? Im Moment ist es so, dass Phuket spezielle Bestimmungen erlassen hat, dass wenn man geimpft ist, kann man sofort reisen und wenn man nicht geimpft ist, ich spreche hier von innerhalb von Thailand, dann muss man in Selbstisolation. Aber wie das am 2. August aussieht, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Was ich empfehlen würde, ist, dass Sie auf Phuket-spezifische Seiten gehen. Governor, es gibt auch Tourism Thailand, die sehr gut immer informieren. Es gibt gewisse Leute, die auf Social Media sehr gut informieren, auch auf Englisch. Und zum Beispiel Richard Barrows kann ich wirklich empfehlen, er macht das sehr sauber. Und natürlich kann ich Ihnen unsere diversen Kanäle auch empfehlen. Wir versuchen auch up-to-date zu sein. Irgendjemand hat mir geschrieben, ja, also das ist wirklich Oberarm, was Sie machen, Frau Budliger, Copy-Paste. Nein, was wir versuchen, ist die beste Quelle zu finden und dann das zu verifizieren. Also
Wir haben auch 2 Mitarbeiterinnen, thailändische Kolleginnen, die da fast wöchentlich irgendwie sich durchtelefonieren bei irgendwelchen Behörden, um zu verifizieren. Also es ist nicht so, dass wir einfach nur Copy-Paste machen oder so. Wir versuchen wirklich die Glaubwürdigkeit der Quelle nachzuprüfen. Also Hans-Ruhe Diem, ich hoffe, dass Sie nach Phuket gehen können, aber bitte schauen Sie gegen Ende Juli, was die gängigen Bestimmungen sind. Dann eine Frage auf Französisch. De Monsieur Jean-Claude F, hein, C'est ça, hein? oui. Savez-vous s'il y a des vols possibles pour fin août via Genève? Alors j'imagine que vous mentionnez des vols entre la Thaïlande et la Suisse via Genève. Alors trois vols hebdomadaires hein, entre la Suisse et la Thaïlande. C'est Bangkok-Zurich avec Swiss Airlines. Il s'arrête à Zurich, il ne va pas sur Genève. Vous pouvez acheter le ticket Zurich-Genève si nécessaire. Sinon, est-ce qu'il y aurait encore d'autres connexions via Genève? Oui, je pense qu'il y a un peu, par Paris, par Dubaï, par Doha. Mais en gros, si votre but c'est d'arriver à Genève, c'est sans problème avec le vol direct Bangkok-Zurich et ensuite vous prenez le train ou bien alors vous prenez encore le vol domestique Zurich-Genève. Voilà. Gut, dann auf Deutsch. Mario S. Lebt offenbar in Chiang Mai, plant seine Söhne in der Schweiz zu besuchen, August, September. Möchte wissen, wenn er zurückkommt vor dem 1. Oktober, ob er wieder in Quarantäne gehen muss. Auch da muss ich Ihnen sagen, ganz schwierig zu beantworten, weil Thailand tut sich schwer mit dieser Frage. Im Moment, ich kann einfach nur sagen, was im Moment gültig ist. Im Moment sind wir wieder zurück zur Quarantäne, no matter what. Ist man geimpft, nicht geimpft? Alle müssen in Quarantäne, spielt auch keine Rolle, woher das man kommt, sondern man macht Sie nennen es 14 Tage, in Tat und Wahrheit sind es 15 Nächte und 16 Tage, also weil der erste Tag ist Tag 0. Ob dann das gelockert wird oder nicht gelockert wird, ganz schwierig zu sagen. Es gab eine ganz kurze Phase, wo man, wenn man geimpft war, 10 Tage in Quarantäne, oder sogar 7 Tage, wenn die Impfung schon länger zurücklag, durfte man 7 Tage, oder es gab eine Kürzung auf 10 Tage, dann kam die 3. Welle und jetzt sind wir wieder bumm zurück auf die sogenannte 14-tägige Quarantäne. Ich lese das auch, was Sie lesen, 1. Oktober und so weiter. Kommt das nicht? Es wurde derart häufig schon angekündigt, dass die Quarantäne wegfallen wird. Ich habe derart viel schon gelesen. Thailand ist offen für Tourismus und dann hat man doch wieder Rückzieher gemacht. Ich denke, die Situation ist volatil. Es wird auch stark davon abhängen, wie schnell, dass man jetzt diese 3. Welle unter Kontrolle kriegt. Und dort muss ich einfach auch noch sagen, es ist ja nicht Thailand alleine, das jetzt Schwierigkeiten hat mit dieser 3. Welle. Die ganze Region ist im Moment nicht gut bestellt. Und wenn wir so Lateinamerika oder auch Europa ansehen, es ist ganz selten, dass ein Land dann super gut dasteht und die ganze Region schlecht. Also es wird wirklich darauf ankommen, was auch noch in Malaysia und so weiter jetzt passiert, ob man diese 3. Welle rigoros in den Griff kriegt. Dann eine Frage auf Englisch, Grégoire D. What are the currently flight options between Bangkok and Zurich, and what are the conditions to be covered? Is the flight plan for July already confirmed? I suppose you mean direct flight, because you have many possibilities to fly from Bangkok to Switzerland, to Zurich, via different cities. Direct flight are with Swiss, and we heard that Thai will start flying again in July. I don't have the confirmation plan of Thai Airways, but they should start flying again in July. This is what I read. If you come from Thailand, you don't have specially quarantine requirement when you arrive in Switzerland. If you are only in transit, usually also Doha, Dubai, transit less than 12 hours usually is no problem either. However, please clarify with the airline if anything would change. The airline is very strict before they accept you on board. So check with them
before you get the plane ticket or before you board the airline. But I mean, it's safe to say this is the time when you can fly direct. I would recommend you fly direct, because you really reduce complexity in your travel plans. Also then who knows, 4 weeks later on the way back, how will the situation be? So best to travel direct if you have the opportunity. Gut, Daniel B., das ist jemand, der sich in der Schweiz aufhält und offenbar aus der Schweiz zuschaut. Ich habe gestern die 2. Covid-Impfung erhalten, in Klammer Moderna. Wir sind alle eifersüchtig. Meine Familie lebt in Udon Thani. Meine Frau lebt dort mit unseren Töchtern. Muss ich belegen, dass ich mit ... verheiratet bin, wenn ich Ende August 2021 nach Thailand reisen will. Ist es sicherer, sogar ein offizielles Visa zu lösen, oder sehen Sie ein anderes Vorgehen? Das können Sie sich wirklich so aussuchen, wie Sie das möchten. Wenn Sie verheiratet sind mit einer Thailänderin, dann qualifizieren Sie im Prinzip für ein Visa. Es ist allerdings ein aufwendiger Prozess. Es braucht auch ein bisschen Zeit. Da müssen Sie sich bei der thailändischen Botschaft in Bern melden. Wenn Sie nur für, ich sage jetzt nur entre guillemets, 4 Wochen nach Udon reisen wollen, dann können Sie als Schweizer heute als Tourist einreisen, aber Sie benötigen dieses Certificate of Entry. Das müssen Sie beantragen, das kann man online beantragen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, bitte kontaktieren Sie die thailändische Botschaft in Bern, die ist sehr hilfsbereit, wie wir das immer wieder feststellen dürfen. Und erkundigen Sie sich, was die genauen Einreisebedingungen nach Thailand sind. Und Sie werden auch für eine Einreise nach Thailand einen negativen Covid-Test machen müssen. Also, visumsfreie Einreise als Tourist, als Besucher möglich bis zu 30 Tagen. Quarantäne obligatorisch ein Certificate of Entry, obligatorisch ein negatives Covid-Resultat, geimpft oder nicht geimpft, spielt keine Rolle im Moment für Thailand. Gut, dann Patrick T. Wie stehen die Chancen, in den nächsten 2 Monaten mit meiner thailändischen Partnerin in die Schweiz zu reisen? Welche Anforderungen und Unterlagen werden benötigt? Und wie sieht es mit der Rückreise nach 2-3 Monaten aus? Also, gute Nachrichten, Patrick T. Als Thailänderin kann ich schaue unsere Visa-Chefin an, die sitzt hier diskret im Hintergrund und kontrolliert, dass ich nichts Falsches erzähle. Also, Sie dürfen in die Schweiz reisen. Thailänderinnen sind auch nicht auf einer Sperrliste, wie das bei anderen Ländern der Fall ist in der Region. Sie müssen für Ihre thailändische Freundin oder Lebenspartnerin ein Visum beantragen. Thailänderinnen sind visumspflichtig, wenn sie in die Schweiz auf Besuch gehen. Wenn sie wieder zurückkommen, ist das genau das, was ich soeben erklärt habe. Sie müssen Certificate of Entry beantragen. Sie müssen negativ Covid-Test machen, bevor sie auf den Flieger gehen. Und sie müssen staatliche Quarantäne absolvieren. Beide. Ich muss auch noch sagen, wenn sie nicht verheiratet sind, kann es sein, dass sie nicht im gleichen Zimmer Quarantäne absolvieren können. Da gibt es offenbar Verhandlungsspielraum bei gewissen Hotels, aber bei gewissen Quarantänestellen ist das nicht erlaubt. Ich glaube, offiziell ist es nicht erlaubt, also erkundigen Sie sich, weil sonst sind Sie dann möglicherweise 15 Tage physisch getrennt voneinander. Das hat es auch gegeben, muss ich ganz offen sagen. Eddie K., wie realistisch ist die Öffnung von Phuket für geimpfte Personen von der Insel Phuket ab 1. Juli? Gute Frage, das war heute im thailändischen Kabinett ein Thema, diese Sandbox Phuket. Auch wir haben offen gesagt ein bisschen davon geträumt, das wäre auch für uns, wenn wir in die Schweiz wollen, einfacher gewesen. Die Idee der Sandbox ist, für diejenigen, die das nicht mitverfolgt haben, man kommt vom Ausland direkt nach Phuket, also nicht über Bangkok, sondern man fliegt direkt nach Phuket, geht dort, wenn man geimpft ist, sitzt man fest auf allerdings dieser schönen Insel für 7 Tage, kann sich auf der Insel frei bewegen, weil in Phuket selber sind viele Bewohner sind geimpft oder werden jetzt geimpft mit Blick auf diesen 1. Juli.
Und wenn Sie die 7 Tage am Strand in Phuket verbracht haben, ist es Ihnen nachher freigestellt, in ganz Thailand herumzureisen. Immer wenn Sie geimpft sind. Jetzt, wegen der 3. Welle, gab es schon wieder Stimmen, ja, nein, 7 Tage, das ist zu wenig, Sie müssen 14 Tage machen. Gut, immerhin, man könnte sich auf der Insel bewegen, es ist nicht im Hotelzimmer, aber 14 Tage, beziehungsweise 15 Tage. Und heute hätte das eigentlich beschlossen werden sollen im Kabinett. Was wir hören aus der Kabinettssitzung ist, wir haben Kenntnis genommen von diesem Sandbox. Also man muss das weiterhin besprechen. Wenn Sie die Medien genau verfolgen, gibt es jetzt auch kritische Stimmen. Das ist viel zu gefährlich. Das dürfen wir nicht machen. Wir sind in der 3. Welle. Wer weiß. Also ich möchte lieber nicht eine Wette abschließen müssen und Ihnen sagen, es ist 50-50, 80-20 oder wie auch immer. Ich würde sagen, es steht in den Sternen geschrieben, ehrlich gesagt. Gut, Stefan B., English. Yeah, it's about the same question. It's about Phuket. Retirement visa and Phuket, and the Phuket sandbox project did not limit the type of visa that was able to fly directly to Phuket. However, as the ambassador mentioned right now, it was in the discussion today in the government, and they just took note. They didn't take any decision. So we still don't know if this sandbox project will really come into life in Thailand. As I said, it was not for tourists only. It was open to all kind of visa status, and your visa status is retired person. So you could apply for this sandbox possibility. However, it is still after this third wave, nothing moving really forward. So we have to see exactly what decision they will take further on. Gut, Peter E. hat bereits sein Ticket gebucht, möchte am 30.06. von Bangkok nach Zürich fliegen, hat aber vernommen, dass teilweise Flüge ausfallen und fragt sich jetzt mit diesem Covid-Test, das ist wirklich eine sehr gute Frage, oder? Weil man muss ja 72 Stunden, also innerhalb eines Zeitfensters von 72 Stunden, bevor Einreise in der Schweiz, muss dieser Covid-Test gemacht sein. Jetzt, was passiert, wenn er den Test macht? Er geht am Dienstag an den Flughafen. Flug wird annulliert, weil es nur 3 Flüge gibt im Moment direkt. Geht das 2-3 Tage, dann ist er außerhalb dieser 72 Stunden. Es ist etwas kompliziert. Ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Es gibt wie 2 72-Stunden-Fristen. Die eine Frist ist, dass sie auf den Flieger gelassen werden. Also dort müssen sie die 72 Stunden einhalten. Jetzt wenn der Flug nur um einen Tag verschoben wird, haben sie kein Problem. Es kann dann aber sein, dass sie bei Ankunft die 72 Stunden überschritten haben. Wenn sie Schweizer sind, Peter E., dann lassen wir sie trotzdem in die Schweiz herein. Dann müssen sie einfach am Flughafen, allerdings gegen Bezahlung, nochmals einen Test absolvieren. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel in Australien wären, dann könnte ja auch die ganze Anreise vielleicht mehr als 72 Stunden dauern, auch wenn der Flug nicht verschoben wird. Dann gibt es solche Probleme. Deswegen für Schweizer, Schweizerinnen am Flughafen Zürich, wenn man sieht, die 72 Stunden sind überschritten, dann machen Sie nochmals einen Test. Gute Neuigkeiten, bin froh, dass wir auch mal gute Neuigkeiten haben. Sollten Sie bis dann, 30.06. ist vielleicht ein bisschen knapp, sollten Sie bis dann geimpft sein, und zwar 2-mal, dann benötigen Sie keinen Negativ-Covid-Test mehr für Flüge in die Schweiz. Das ist eine neue Bestimmung. In Thailand vermutlich noch etwas theoretisch, aber falls dann diese Impfaktion tatsächlich Schwung aufnimmt, ist dann das wirklich eine Erleichterung, dass man als geimpfte Person diese Covid-Testfrage nicht mehr hat. Zur Stabilität der Flüge. Ich interessiere mich selber dafür, weil wir Personal haben, das langsam kommt die Zeit und viele meiner Kolleginnen waren 2 Jahre oder so nicht mehr in der Schweiz, haben Familie nicht gesehen und so weiter, also wir planen auch.
Und wir haben natürlich ähnliche Probleme. Ich habe mich deshalb mit dem Lufthansa-Swiss-Chef unterhalten. Diejenigen, die immer zuschauen, kennen ihn. Er war auch mal bei uns zu Gast. Er hat mir gesagt, dass heutzutage die Lufthansa- und Swiss-Flüge stabil sind. Austrian hat es in der Vergangenheit Ausfälle gegeben. Deswegen hat man Austrian auf 2 Frequenzen pro Woche reduziert. Also er geht davon aus, außer es ist Force Majeure, dass die Flüge jetzt viel stabiler sein werden. Also hoffentlich, Peter E., haben Sie dieses Problem gar nicht. Hans-Peter A. möchte wissen, ist es wahrscheinlich, dass Thailand in der Schweiz weiterhin als Low-Risk-Country angesehen wird, sodass auch in diesem Monat Thailänder problemlos einreisen können? Das Bundesamt für Gesundheit macht diese Listen immer. Die werden laufend aktualisiert. Im Moment haben wir keine Hinweise, dass Thailand auf diese Liste kommt. Ich muss Ihnen aber sagen, sollten diese Zahlen irgendwie hier explodieren. Wir schauen zum Beispiel gebannt auf Malaysia im Moment, ob Malaysia vielleicht auf eine solche Liste kommen könnte. Also schwierig für uns zu sagen. Sollte es so bleiben, wie es ist, würde ich meinen, kein Problem. Das bedeutet, dass Sie ohne Selbstisolation in der Schweiz einreisen können. In der Schweiz gibt es keine staatliche Quarantäne. Wenn Sie aus einem Risikoland kommen, dann müssen Sie sich in eine sogenannte Selbstisolation begeben. Je nach Kanton wird sie überwacht vom Kantonsarzt. Gibt es Stichproben, Kontrollen, Sie müssen sich melden und so weiter und so fort. Das ist kantonal geregelt, aber im Moment haben wir keine Hinweise. Dann Martina T. arbeitet hier an einer Schule, verfügt über ein Work Permit und möchte auch in die Sommerferien gehen. Und um die Quarantäne bei der Rückkehr nach Thailand zu umgehen, überlegt sie sich nach Phuket zu fliegen. Ich glaube, das kann ich kurz machen. Wir haben keine Ahnung, wie es mit dieser Sandbox Phuket weitergeht. Nein, sie fragt auch, kann ich umsteigen in Bangkok? Nein, Sie müssen direkt nach Phuket fliegen. Und nach unseren Informationen ist das zwar primär ein Angebot für Touristen und Touristinnen, aber auch wenn man hier lebt, wäre das offenbar zugelassen, dass man nach Phuket geht, aber bitte mit Direktflug und diese Sandbox ist im Moment noch nicht bewilligt. Alexander M., ich ziehe in Betracht, dass ich in die Schweiz reisen werde, mich dort anmelden und danach impfen lassen. Frage, wo finde ich die Einreisebestimmungen für Thailand? Oder anders gefragt, kann ich mit meinem Re-Entry-Visum und dem CH-Impfausweis dann ohne weiteres in Thailand einreisen? Also Sie können in Thailand einreisen, ohne weiteres würde ich es nicht nennen. Ich habe es gesagt, Certificate of Entry, Negativtest, auch wenn Sie geimpft sind, und natürlich muss Ihr Visum gültig sein, weil Sie so oder so in Quarantäne gehen müssen, brauchen Sie den Impfausweis nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, warum Sie sich in der Schweiz anmelden wollen, das kann ja auch noch andere Gründe haben. Für die Impfung alleine ist das zwar innovativ, wenn Sie das so machen wollen, aber also nur für die Impfung alleine würde ich jetzt versuchen, dass Sie das mit unseren Ratschlägen hinkriegen, ohne dass Sie sich anmelden, weil eine Anmeldung hat auch immer steuerrechtliche, Sozialversicherungs- und so weiter Konsequenzen. Also alleine für die Impfung würde ich mich jetzt in der Schweiz nicht anmelden. Ich würde jetzt mal versuchen, ob Sie unter dem Radar reinkommen. Wie und wo, nächste Frage, Röne M. Wie und wo kann ich jeweils erfahren, ob und unter welchen Bedingungen Reisen zwischen Provinzen möglich sind, respektive welche Provinzen welche Regelungen getroffen haben? Ja, gute Frage. Viel Kommunikation, zum Teil nicht sehr klar. Ich persönlich finde, dass die Tourism Agency of Thailand wirklich den besten Überblick liefert. Wir auf unseren Kanälen kommen Sie auf diese Seite. Das ist eine der Quellen, die wir regelmäßig publizieren. Ich finde sie, weil sie wirklich ganz Thailand abdeckt. Ich kann Ihnen, wenn Sie auf Twitter sind, außerdem noch Richard Barrows, das ist ein
wie soll ich sagen, ein Reiseinfluencer, würde man dem heute sagen. Also es ist eigentlich, also ich kenne ihn nicht, aber er scheint Lehrer zu sein, er scheint aber gerne zu reisen und hat sich das jetzt ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass er Personen, die nicht thailändisch sprechen, informiert auf Englisch. Ich finde, er ist eine sehr gute Quelle. Gut, das wäre Reise. Ich hoffe, wir waren klar. Jetzt kommen wir zu konsularischen Fragen. Die sind natürlich auch wichtig und es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt monopolisiere, aber es ist einfach alles auf Deutsch. Wenn dann meine Stimme versagt, gebe ich einfach trotzdem weiter. Theodor J., mein Pass läuft im November ab. Kann ich im Oktober in die Botschaft kommen, um ihn zu erneuern? Jawohl, können Sie. Sie können immer zu uns kommen. Wir haben die ganze Zeit durch immer den Schalter offen lassen können. Trotz allen Schwierigkeiten, Repatriierungsflügen, erste, zweite, dritte Welle, viel zu tun und so weiter. Unser Schalter ist offen. Eine ganz große Bitte. Bitte melden Sie sich an. Und das ist, wir wollen Sie schützen vor allem, weil wir haben einen ganz kleinen Wartesaal und was wir wirklich vermeiden wollen, ist, dass Sie dann lange bei uns draußen, Sie dürfen zwar sitzen, aber es ist heiß, draußen sitzen müssen, weil der Wartesaal ist einfach zu klein und aus Covid-Gründen geht das nicht. Also bitte melden Sie sich an. Sie können das digital tun oder wenn Sie nicht digital versiert sind, dann dürfen Sie uns auch ein E-Mail schreiben, einen Brief schreiben, anrufen. Aber bitte reservieren Sie Ihr Passdatum. Wenn Sie versiert sind, können Sie das online tun. Dann können Sie auch bequem auswählen, welcher Tag, welche Uhrzeit und so weiter. Wir liefern also immer Daten. Jetzt, Sie schreiben nicht, wo Sie wohnen. Wir sind auch mit unserer Passstation unterwegs, mit unserer mobilen. Wir waren vor kurzem trotz Krise in Phuket. Die Passstation geht, jetzt muss ich dich anschauen, nach Phnom Penh, nach Kambodscha. Wir versuchen auch zu schauen, ob wir sie vielleicht noch an andere Standorte kriegen. Schwieriges Unterfangen, weil wir nicht reisen können und normalerweise müssen wir mit der Passstation reisen. Wir schauen uns sicher auch nochmals Norden Thailand an. Also wir versuchen... Wir waren schon in Chiang Mai. Wir waren schon in Chiang Mai. Also wir versuchen so nah wie möglich zu Ihnen zu kommen, weil wir eine große Region abdecken. Aber bitte kommen Sie, wir sind offen. Aber das gilt auch für andere Dinge. Kommen Sie nicht einfach so. Melden Sie sich an. Ja. Wir wollen Sie nicht vom Kommen abhalten, aber bitte, wir möchten wissen, wann Sie kommen. Dann Hans A. stellt eine Frage, da habe ich wirklich ein bisschen Mühe, aber ich lese mal. Meine bei der Botschaft hinterlegten Kontaktdaten, Adressen und Telefonnummern haben sich in 20 Jahren geändert. Gut, das kann passieren. Ich habe mir vor Jahren einmal mit dieser Frage an SSS, Swiss Support Swiss, gewandt. Die Antwort war enttäuschend. Wir treten erst in Aktion, wenn jemand gestorben ist, würden ohnehin nicht weiterhelfen, denn diese Daten befinden sich auf einem Server der Schweizer Botschaft. Mein Anliegen gibt mir online Zugang zu meinen gespeicherten Daten, natürlich Benutzer- und Passwort geschützt, wäre doch auch im Sinne der Botschaft, wenn sie dann auf aktuelle Adressen und Telefonnummern zugreifen könnte. Weil ich fahre aus diesem Grund nicht zur Botschaft nach Bangkok und ich bin sicher nicht der einzige registrierte Schweizer mit diesem Problem. Gut. Datenbanken. In der Schweiz, grosses Thema. Zugriff zu geben, im Moment nicht möglich. Ich glaube, da bräuchten wir wahrscheinlich eine spezielle gesetzliche Grundlage. Aber Sie müssen, also um Gottes Willen, für eine Adressänderung auch nicht zu uns nach Bangkok kommen. Ein ganz simples E-Mail oder wenn das nicht geht, ein ganz simpler Anruf oder online sogar. Also Sie müssen nicht auf Ihren Datensatz zugreifen, sondern Sie machen das online, per E-Mail, per Telefon, was für Sie am besten geht und sagen uns, das ist meine neue Adresse, das ist meine neue Telefonnummer. Und dann mache ich gerade noch einen Aufruf, schicken Sie bitte uns Ihre E-Mail-Adressen, das ist gerade, wenn wir Kommunikation verbreiten, wichtig und dann erledigen wir das für Sie. Also das ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, aber das ist also wirklich null Problem da. Also um Gottes Willen fahren Sie nicht nach Bangkok für so etwas.
Das ist wirklich nicht notwendig. Alfred S., ich habe meinen dauerhaften Wohnsitz seit April 21 in Phuket und möchte meinen CH-Führeraus umschreiben lassen zu einem thailändischen Führerausweis. Im Internet finde ich momentan folgende Varianten. Er schreibt nicht, welches Internet. Variante 1, nur umschreiben gegen Vorlage, internationaler Führerschein und CH-Führerschein und natürlich weitere Dokumente, Passkopien etc. Geht scheinbar neu, aber nur mit internationalem Führerschein nach Abkommen. Variante 2, zusätzlich zu Variante 1, Medical Check, Sehtest und Reaktionstest. Variante 3, zusätzlich zu Variante 2, theoretische Prüfung und praktische Fahrprüfung. Ja, das ist etwas komplex, aber wenn Sie aus der Schweiz kommen, dann ist der schweizerische Führerausweis anerkannt, aber Sie müssen ihn umschreiben lassen. Also für Schweizer gilt Variante 1. Jetzt ist es aber so, und das war eigentlich ein Durchbruch, dass Thailand endlich das gleiche Abkommen ratifiziert hat wie wir. Und deswegen sind seit 1. Mai auch die internationalen Führerscheine zugelassen. Aber im Prinzip gilt das nur für Schweizer Touristen, die für 2 Wochen in die Ferien kommen, ein Mietauto mieten, natürlich keinen thailändischen Führerausweis beantragen wollen. Die legen den internationalen Führerausweis bei der Mietfirma auf den Tisch, können das Auto mieten, fertig, Schluss. Keine Bestätigung der Botschaft, nichts. Jetzt bei Ihnen befürchte ich, dass irgendjemand ein Durcheinander macht. Wenn Sie hier leben, dann müssen Sie den Führerschein regulär einfach umschreiben lassen. Genau. Variante 1. Wenn Sie jetzt aus einem Land kommen würden, ich will jetzt kein Land nennen, wo man aber weiß, dass man einfach den Führerausweis kaufen kann, das wäre dann Variante 3. Dann will dann der thailändische Staat wissen, ob sie tatsächlich Auto fahren können oder ob sie den Internet irgendwo an einem Bazar für, 2 Franken gekauft haben. Das ist der Unterschied zwischen Variante 1 und Variante 3. Und dann Variante 2 ist irgendetwas, wenn Sie vielleicht in einem fortgeschrittenen Alter sind, dass man nicht einfach Telgel überschreiben möchte. Gut. Stefan S., das Überweisen von Geldbeträgen für Dienste der Botschaft wie Einkommensnachweis war bisher eher umständlich. Nun in Zeiten von Covid hat man auch nicht gerade Lust, zur Post zu gehen. Elektronisches Mobile Banking ist in Thailand seit Jahren weit verbreitet. Auf ein Konto überweisen, den Strip mailen, dauert keine 2 Minuten, kann ja nicht so schwer sein für eine Botschaft, ein Konto bei einer thailändischen Bank für diese Zwecke zu eröffnen. Indeed. Ist nicht schwierig. Wir haben ein Konto. Wir haben außerdem Kreditkarte eingeführt während der Krise. Wir haben einen Online-Schalter eingeführt, wo Sie gerade solche Bestätigungen, ich nehme, es geht da um Visa-Erneuerung, direkt online bestellen und bezahlen können. Bitte schauen Sie sich unsere Internetseite genau an. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, rufen Sie uns an. Auch wir sind nicht interessiert, große Geldbeträge irgendwie entgegennehmen zu müssen oder dass Leute vorbeikommen mit Bargeld. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, einen großen Innovationsschub gemacht, weil auch Geld und so weiter wollen wir nicht unbedingt mehr am Schalter haben. Ist auch sicherer für alle und bequemer. Gut, Abstimmungen. Da haben Sie gehört, da hat Johannes Matyassy auch etwas gesagt. Es gibt eine deutsche und thank God englische Frage, dann kann ich ein bisschen aufhören. Victor S., haben wir die Stimmzettel für die Abstimmungen am 13. Juni noch nicht erhalten. Da sie leider auf dem Postweg in die Schweiz zurückgeschickt werden müssen, werden die aufgrund des extrem langen Postwegs nicht mehr rechtzeitig eintreffen, auch wenn wir sie noch diese Woche erhalten sollen. Eine elektronische Variante wäre einfacher und schneller. Wird in Zukunft in diese Richtung etwas umgesetzt werden? Kann sein, elektronisch. Die Bundeskanzlei hat den Auftrag, das E-Voting wieder genau anzuschauen. Es gibt auch eine Studie. Ich glaube, es gibt ein Commitment, das anzuschauen. Zeitplan kennen wir nicht. In der Zwischenzeit, das hat Johannes Matyassy erklärt, führen wir einen Pilotversuch in Thailand durch, allerdings sehr beschränkt. Nur 3 Kantone und bei den 3 Kantonen nur die Hälfte der Stimmbürger, weil es wirklich ein echter Pilotversuch ist. Also, jein. Es wird sich etwas bewegen. Ob es dann elektronisch sein wird oder anders, das wissen wir noch nicht.
aber es bewegt sich etwas. English. It's the same question in English. Basically, Chris B, he noted that some people received material through the embassy. Actually, material are always coming from the hometown in Switzerland, home canton in Switzerland. They were sent through the diplomatic mail to the embassy, and the embassy forwarded to the people. This was a project that we talked about at the beginning of this meeting. This project concerned only 3 cantons, Geneva, Aargau, and Ticino, and only 50% of the voters of these cantons could receive this material through the diplomatic mail. This is part of this project. We will see afterwards with a sounding to the people how long did it take, how was it, and then we'll see if the project will be maintained, if the project will go to different canton also, and maybe to everybody. This is still very open. At the same time, we are still looking into the e-voting. E-voting could be the easiest solution for a lot of people, but this is the state chancery who has to decide on this matter. So, yes, some people did. It's only 50% of voting people from 3 cantons who could receive it through the embassy. The volume is quite impressive when I saw all these voting material arriving. So this is not a small change for the embassy work. It's going to be a big change and a lot of different way of doing voting abroad. But getting your material on time is very important for us. Getting your vote is very important for all the decision of the government also. So this is a project that is on and will continue for sure. Gut. Jetzt habe ich Glück, es gibt 2 französische Fragen. Très bien. Alors, une question de monsieur Marc-Antoine V, ou bien plutôt un commentaire, je pense. Depuis que le jeudi 13 mai 2021, votre ambassade a commémoré l'Aïd des musulmans sans commémorer le jour de l'ascension des chrétiens, qui sont toujours majoritaires en Suisse, que je sache, je considère que cette ambassade pro-islamiste n'est plus digne de représenter notre pays et que cette ambassadrice devrait être remplacée sans délai. Point d'exclamation. Donc ouais, c'est pas un commentaire. Pas lu. Ok. Alors effectivement, il y a eu, je crois qu'on a fait un post Facebook pour mentionner l'Aïd, que l'on a considéré important étant donné que la religion musulmane est importante en Thaïlande. Dans notre pays d'accréditation, environ 5%, si je me trompe pas, de la population thaïlandaise est musulmane. On essaie de commémorer aussi, de célébrer d'une certaine manière les autres religions, bien entendu, bouddhistes et aussi chrétiennes, mais on essaie de prendre les événements les plus importants. Par exemple, pour la religion chrétienne, ce serait Noël. On ne veut pas prendre chaque fête religieuse, mais bien entendu, on doit trouver l'équilibre et puis on espère qu'on trouvera un équilibre qui satisfait tout le monde. Voilà. Ça, c'était le premier point. Je ne sais pas si Hélène, tu voulais réagir encore là-dessus, mais sinon, je passe à la question suivante de Alain M. Une autre question en français. Suite à la fuite de 3 journalistes du Myanmar sous peine de prison, voire de meurtre par la junte actuellement au pouvoir, sont entrés sans visa en Thaïlande à Chiang Rai et seront renvoyés devant la justice thaïlandaise prochainement. La Suisse peut-elle défendre le droit humain pour ces 3 personnes afin qu'elles puissent avoir le statut de réfugiés malgré notre neutralité, voire par l'entremise de l'ONU et sa représentante suisse pour le Myanmar envoyée par le secrétaire général il y a quelques semaines sur place et vous-même l'ayant rencontré. Alors je pense que vous faites référence à ce cas de ces 5 ressortissants du Myanmar, dont 3 effectivement venaient de ce média DVB et qui ont attiré beaucoup d'attention médiatique effectivement en Thaïlande. La bonne nouvelle, c'est il y a eu un communiqué hier, le 7 juin, de ce média même qui annonçait qu'une solution humanitaire avait pu être trouvée pour ces ressortissants, ces 5 personnes qui ont pu trouver asile dans un pays tiers.
dont l'identité n'a pas été révélée pour des questions de sécurité. Et l'ambassade de Suisse, bien entendu, a aussi suivi de très près ce développement, comme beaucoup d'autres développements liés à la situation au Myanmar. Et on est bien entendu aussi en contact toujours étroit avec nos homologues thaïlandais ici sur ce type de questions. Gut, dann eine Frage von Werner R. Er lebt mit seiner Frau, die auch Schweizerin ist, hier in Thailand und sie beginnen sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Ich weiß genau, was er meint, oder? AHV, dann Versicherungen, Banken und so weiter und so fort. Und offenbar gab es bei Werner R. eine Arbeitsaufteilung. Er hat sich vor allem um diesen Papierkram gekümmert, der natürlich wichtig ist. Und seine Frau sagt jetzt, um Gottes Willen, wenn du mir mal fehlen würdest, ich komme da nicht klar. Und er möchte wissen, ob die Botschaft hier unterstützend helfen kann. Muss ich leider sagen, das geht einfach nicht, weil das sind klar private Angelegenheiten, Bankkonto, Pensionskassenbezüge, Rentenbezüge und so weiter. Das würde, also ich müsste, glaube ich, mein Konsularteam gerade irgendwie verdreifachen oder so, wenn wir solche Dienstleistungen auch anbieten würden. Aber es ist ein Thema, wenn Sie genau zugehört haben, Staatssekretär Matyassy hat das erwähnt, oder? Älter werden im Ausland. In der Schweiz hätte man natürlich irgendeine Anlaufstelle, die Gemeinde oder sonst irgendjemanden, der einem helfen kann. Hier ist es schwieriger. Jetzt gibt es aber gute Neuigkeiten. Es gibt diesen, bei der Swiss Society, also beim Schweizer Verein Bangkok, gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich wirklich engagieren für die Schweizer und Schweizerinnen hier. Das heißt Swiss Support Swiss. Die machen das schon sehr lange und ich muss sagen, ich hatte vor kurzem das Vergnügen, Thomas Gerber, der ist einer der wichtigsten Akteure bei Swiss Support Swiss, einmal zuzuhören. Und er hat mir auch gezeigt, dass sie führen auch genau Buch, wem sie da helfen, wen sie unterstützen. Und die machen genau solche Beratungstätigkeiten und sie machen es freiwillig und wirklich sehr, sehr aufopfernd. Und ich würde, erstens wäre es vielleicht natürlich gut, wenn Sie jetzt noch Gelegenheit haben, gemeinsam gewisse Dinge zu besprechen. Das ist sicher immer gut, wenn man gut vorbereitet ist für alle Eventualitäten. Wenn Ihre Frau in irgendeine schwierige Lage kommen würde, dann darf sie sich natürlich bei uns auf der Botschaft melden. Und wir würden dann allenfalls Swiss Support Swiss oder unsere Honorarkonsule, muss ich auch sagen, machen wirklich auch ausgezeichnete Arbeit in Phuket und in Chiang Mai. Gerade in solchen Fällen, wo man dann einsam dasteht und ein bisschen am Berg steht. Also ganz alleine werden wir Ihre Frau nicht lassen, aber gerade Steuerberatung, Bankberatung und so weiter, das können wir leider nicht machen. Aber irgendeine Lösung werden wir finden. Auch die Schweizer Clubs sind überhaupt grundsätzlich sehr engagiert. Also irgendwie ganz alleine werden wir sie nicht lassen. Jetzt hoffe ich, dass diejenigen aus Kambodscha und Laos noch dabei sind, weil wie immer haben wir auch Fragen zu Laos und eigentlich nur zu Laos dieses Mal erhalten. Eine auf Englisch und dann die abschließende, also wirklich die letzte Frage werde ich beantworten auf Deutsch. Bitte. Okay, Laos, any update on COVID vaccine supply into Laos? Before we had this meeting, we did ask our representation in Vientiane about the situation on the spot. I think situation regarding the vaccine in Laos is very different than the situation we have here in Thailand, because they beneficiate from the COVAX program, and the vaccination was already forward, and Thailand was not vaccinating anybody at that time. So the latest information we received from them that vaccine for foreigners, which may be interesting for you, vaccination for foreigners is possible since the 1st of April. People interested in getting vaccination can go to any provincial district or the station indicated by the government. Information are also available on the website of the Ministry of Health.
So I think it is working also for foreigners. So you should get in touch with the Ministry of Health and apply for vaccine. They have different kind of vaccine. They have AstraZeneca, they have Sinopharm, they have Sputnik 5, they have Pfizer also. Pfizer was reserved first for elderly people, and but all the other one were more freely and received by the people. So no big issue in Laos regarding vaccination. Also we can say congratulations for Laos for being one of the least developed countries. They have done very well. Also, if I listen to the selection of vaccines available in Laos, we can currently only dream of that. Gut, dann Miriam K. Fragt, Laos zählt seit Beginn der Covid-Pandemie zu einem der wenigen Länder mit extrem kleinen Infektionszahlen. Die Menschen leben mehrheitlich auf dem Lande mit frischer Luft. Das freut mich sehr für dieses Land, mich auch. Und doch wird es in den Augen der Schweiz als Risikoland eingestuft, sei es für Quarantäneregeln, sei es sowie auch für die eigentlichen Einreisebeschränkungen. Die Schweiz hat viele Anteile an Großzügigkeit für soziale benachteiligte Personen. Ist es nicht so, dass Laos oft als unscheinbares, nicht fortschrittliches, traditionelles Land bezeichnet wird? Das ist eine rhetorische Frage von Miriam K. Wäre es nicht schön, auch in dieser Krise einem Land mit geringerem Bekanntheitsgrad einen Platz auf der Nicht-Risikoliste zu schenken? Ja, also ich schaue sie wieder an, Gabriela Hess, meine Visa-Chefin, auch gegrillt und gesagt, ja, das macht doch keinen Sinn, warum ist Laos auf dieser Risikoliste? Also ich kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Gabriela Hess hat mir dann gesagt, ja, die Schweiz kann das nicht allein entscheiden, weil wir sind ja nicht eine Insel ganz alleine auf der Welt, sondern wir sind ja, wie wir alle wissen, umringt von europäischen Ländern. Und deswegen hat die Schweiz sich angeschlossen an europäische, also EU-Risikolisten. Man spricht sich auch ab mit den USA, mit UK, mit ich weiß nicht was. Also offenbar sind diese Risikolisten abgesprochen mit unseren Partnerländern und ja, ich weiß nicht, ob die Schweiz unabhängig eine Überlegung zu Laos per se gemacht hat, aber Fakt ist, dass es auf der Risikoliste steht und deswegen Quarantäne gemacht werden muss. Gabriela, wenn du etwas ergänzen willst, komm doch bitte rein ins Bild, bitte. Weil es ist ein komplexes Thema. Sie hat mir extra einen Spickzettel gemacht, aber offenbar habe ich es doch nicht ganz richtig hingekriegt. Also ergänzen möchte ich bloß, dass Laos ist nicht auf der Risikoliste. Also wenn Personen aus Laos in die Schweiz reisen, müssen sie nicht in die Quarantäne. Aber Laos ist auf dieser ganz großen Risikoliste, wo praktisch die ganze Welt drauf ist. Man darf nicht vergessen, dass praktisch immer noch niemand aus der ganzen Welt darf in die Schweiz reisen, außer EU, Schengen. Thailand ist eines der wenigen Länder, wo man unbeschwert nur mit Covid-Test in die Schweiz reisen kann. Also von dem her ist Laos nicht ist in guter Gesellschaft wie Kambodscha, Malaysia, USA, UK, die dürfen alle noch nicht in die Schweiz reisen. Außer es gibt Ausnahmen, Familien genau. Es gibt sehr viele Ausnahmen, ja. muss man dazu noch sagen. Gut. Aber die gute Nachricht ist, also Laos muss man keine Quarantäne machen. Aber man schafft es praktisch nicht in die Schweiz. Außer man ist ein Härtefall, ja. Gut. Und wenn man ein Härtefall ist, also man denkt, man ist einfach an unsere Visa-Sektion schreiben, ja. Gut. Wir sagen es. Also, trotz Spickzettel habe ich die Unterstützung gebraucht von unserer sehr kompetenten Visa-Chefin. Danke, Gabriela. Jetzt, also Rekord, wirklich absolut rekordverdächtig, aber ich habe keine Fragen mehr auf meinem Tisch. Ich möchte meinen Mitstreitern, den beiden Pierres, ganz herzlich danken, dass sie da auch mit ausgehalten habt, aber ein großes Dankeschön an Sie alle, die uns zugehört haben. Es war zu Beginn etwas hektisch, aber ich fand trotzdem gut, dass Johannes Matyassy trotz Ständeratverpflichtung
ganz kurz einfach auch ein bisschen diese Schweizer Perspektive in die Runde bringen kann. Ich fand auch, dass er sehr interessante Dinge erzählt hat. Ich habe es mir wirklich auf den Merkzettel geschrieben. Ich möchte ihn wieder einmal einladen, vielleicht wenn die Dinge auch weniger hektisch sind. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Treue und dass Sie uns zuhören und uns auch das Vertrauen immer und immer wieder entgegenbringen. Und seien Sie versichert, dass wir wirklich alles versuchen, um den Ball flach halten zu können in Thailand, auch wenn es im Moment wirklich eine Herkulesaufgabe ist. Ich muss das ganz offen zugeben. Sie hören uns wieder in einem Monat. Sollte sich die Situation zuspitzen oder auf einen Schlag massiv verbessern, würde ich mir erlauben, mich zwischendurch wieder mit kurzen Videos einfach zu melden, um wirklich Schwerpunkt auf irgendetwas hinzuweisen. Ganz herzlichen Dank. Pierre? Un grand merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale de cette réunion virtuelle. On était très heureux de pouvoir partager avec vous cette vision aussi de notre capitale avec la participation de notre secrétaire d'État adjoint. On se réjouit de vous retrouver dans 4 semaines. S'il y a des développements importants d'ici là, bien entendu, on va vous informer de manière ad hoc, que ce soit par des vidéos, messages de notre ambassadrice ou alors avec des emails à tout le monde. On se réjouit de vous retrouver. Restez en bonne santé. De notre côté, on continue de faire de notre mieux pour vous soutenir. On vous remercie de votre confiance et à très bientôt. So thanks a lot. This is the record town hall that we have held so far. Thank you also special to the participation of Mr. Johannes Matyassy. He's a person that is really very interesting to listen to, very active. He supports the Swiss living abroad. He knows your needs. So the ambassador asked him to be present to one of the future town hall meeting on different topics that we can talk about. We will meet again in about 4 weeks' time, like the usual one. The ambassador will keep you posted if with video shot about different issues, if they come out, different changes that would occur. Otherwise, stay healthy and see you in 4 weeks' time. Merci vielmals. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Merci, à bientôt.